So, hallo zusammen. Hallo zusammen, willkommen in meinem Stream. Schön, dass ihr alle schon da seid. Ich sehe, ihr wart schon extrem aktiv. Ähm, hallo Luna, hallo Raya. Schön, dass ihr beide da seid. Erste. Ja. Hi Volker und herzliche Gratulation zu den 19 Abos. Danke Raya, danke vielmals. Und auch hallo an dich. Ja, ich frage mich, wie lange das die 90 noch bleiben, weil es könnte sein, dass es jederzeit wieder zu 89 wechselt. Also ich mache mir da keine großen Hoffnungen, aber naja, ist trotzdem schön. Gut und dir, Wolki und Raya. Mir geht's sehr gut. Ich war heute schon ziemlich tief in meiner eigenen Welt drin und bin deshalb auch ziemlich gut gelaunt. Und ja, bleib positiv, Wolki. Ja, ich versuch's, aber wenn man sich eben keine großen Hoffnungen macht, dann ist man auch weniger enttäuscht, wenn es dann wirklich passiert. Raya, du hast fast 100. Wow, Respekt. Raya, wie viele hast du jetzt genau? Ich kann gerade leider nicht nachsehen. Okay, heute leveln wir Karamell Biscuit, ein süßes Welsh Pony. Das ist, glaube ich, eine Stute, genau, eine junge Stute ist sie. Sie hat 94. Glückwunsch. Dann hast du mich schon offiziell überholt. Ich mache im Moment gar nicht mehr viel. Aber du bist sehr fleißig dran, Raya. Okay, dann. Ah, da bist du. Hallo. Genau, je nachdem, wie lange das ich heute streame, wechsle ich dann noch auf einen anderen Account und queste doch noch ein bisschen, weil ich habe heute Dings, ein Makeover oder wie das heißt, gemacht. Ein Umstyling meine ich. So mit einem Outfit und alles. Was jetzt? Nice. Genau. Wir kommen da gar nicht mehr raus aus dem Quatschen. Ähm, eigentlich wollte ich ja loslegen. Simo. Mods. Ah, Seamoth aus Subnautica. Now I get it. Okay, das ist, ähm, ich nehme an, das ist ein Tippfehler. Mod von Subnautica, meiner Seemotte. Ah, bei mir hieß sie Gizmo, die Seemotte. Aber es ist schon Jahre seither. Okay, dann würde ich sagen, legen wir los, sonst kommen wir da nie ähm, vom Fleck weg. Ich hoffe, mit der Lautstärke passt alles. Aber ja, diesem Pferd steht diese Männer aber auch ziemlich, finde ich. Also meiner heißt ja Afila und der hat eine ziemlich simple Mähne. Okay, wir klauen dein Pferd Raya Papaya. Nur zu, Luna. Passt alles. Ja. Voll okay. Hallo Ruby, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Hattest du einen schönen Tag? Okay, zuerst machen wir das Halloween-Event. Was auch der Grund ist, warum ich jetzt jeweils um 19 Uhr anfange, anstatt um 19:30 Uhr. Weil das Halloween-Event kostet ein bisschen Zeit und so. Nee, eher nicht. Oh nein, was ist los, Ruby? Möchtest du davon erzählen oder willst du dich einfach nur ablenken lassen? Okay, los geht's. Das erste Rennen in diesem Stream. Der Karamelle Biscuit ist schon Level 8. Da war ich schon vorher fleißig. So, let's go. Ich habe dieses Rennen heute schon gemacht auf dem anderen Account. Und ja. Ich glaube, ich habe schon erzählt, dass ich einen Babykatz bekommen habe, oder? Ich glaube, das hast du mal gesagt, ja.
Bin mir aber gerade nicht mehr so sicher. Ist mit dir alles in Ordnung? Mit der Katze? Oh, ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich heute ganz leicht verschnupft. Und ja, ich hoffe, man hört nichts. Und also vor allem meine Nase ist halt ganz leicht ein bisschen irgendwie zu. Oder so schon den ganzen Tag durch. Und ja, falls ich mal irgendwie komische Geräusche mache, es liegt sehr wahrscheinlich daran. Ich will übrigens mehr über deinen Charakter wissen, die du erfunden hast. Ja, ich weiß nicht, ob ich da ein Video dazu machen soll, wo ich einfach alle vorstelle, aber ich habe eben nicht von allen ein Bild. Nur von der ersten Hauptfigur und von Chris und von wem habe ich noch ein Bild? Sonst Chad glaube ich auch, aber das ist eher ein Porträt von einem echten Menschen, das ich geklaut habe. Und deshalb möchte ich das nicht zeigen. Ja. Aber ich denke, ich gehe dann jeweils in die Spiele hinein. Also meine erste Hauptfigur stammt ja aus GTA Online. Und die andere aus Starfield. Und ja, okay, dann gehe ich da schnell. Ja, mit dir schon, aber wir mussten sie abgeben, weil meine Eltern sich ja trennen und wir können uns nicht so gut um sie kümmern. Deswegen mussten wir sie abgeben an eine Bekannte, aber trotzdem doof. Oh nein, dass du dich so gefreut und dann. Oh nein, das tut mir leid. Das ist doof. Mir gefällt Chris jetzt schon. Ja, mir auch. Er ist. Ah, Inga ist da. Hallo Inga. Wenn du da zusiehst, dann freut mich, dass du da bist. Genau, später wechsle ich vielleicht noch auf Chris' Account, weil Starstable hat tatsächlich den Weg in meine Geschichte gefunden. Hey. Ich sehe, du bist live. Wo bist du? Oh, das sehe ich erst jetzt. Egal, es hat mich gefunden. Hi. Ich höre dich zu. Okay, super. Dann bist du da im Live mit dabei. Und ja, dann möchte ich da kurz, wenn du auf Chris wechselst, wechsle ich auf Quinn. Okay, vielleicht halte ich es nicht mehr aus und wechsle frühzeitig zu ihm, bevor ich da mit dem Leveln fertig bin. Oder irgendein habe ich noch nicht vollständig. Welches ist es? Da unten irgendeins. Genau, ich glaube Obsidian Graf. Was hole ich mir? Ich hole mir die Schuhe. So. Und die Gamaschen, warum nicht? Wir haben sie vorhin abgegeben. Das war meine Mutter. Oh nein, ich weiß, wie es ist, Katzen abzugeben. Seht ein Video, aber nicht alles. Und das schön im Global. Mit, ja, jeder das weiß. Ich habe auch, das ist aber schon 3 Monate, warte, Juli, August, September. Ja, 3 Monate. Knapp 4 Monate ist es her. Also ich meine Katzen abgegeben habe, aber ich musste sie aus diversen Gründen abgeben. Und ja, aber ich bin schon darüber hinweg und das wird schon, Ruby. Hallo Cookie, wie geht's? Mir geht's ziemlich gut. Ähm, ja, und wie geht's dir, Cookie? Ich habe überlegt, mir einen Short hochzuladen, den, wo ich meine Jungscharakterin so zeige. Warum nicht, Raya? Go for it. Oh, wieso weißt du es? Ja, ich kann dir mal erzählen, ich konnte mich um die Katzen einfach nicht mehr kümmern. Ich war überfordert, sie haben genervt. Und Glückwunsch zum Level-Up, Inga. Ah, Zebra. Meines heißt auch Zebra, einfach nur Zebra. Ich liebe dieses Pferd. Darf ich wissen, warum oder eher nicht? Ja, ich erzähle da gerade weiter. Ähm, ja, also ich habe ja ja, ich komme ja mit dem Alltag allgemein nicht so gut klar und deshalb ähm, war es mit den Katzen schwierig. Also ich habe es jetzt 2 Jahre lang oder so gehabt.
Die eine hat ein halbes Jahr weniger. Und ja, und dann habe ich mich schweren Herzens dazu entschlossen, sie abzugeben, weil es ist nicht fair gegenüber den Katzen, weil ich habe sehr wenig mit ihnen gespielt. Das Klo wurde nicht täglich gemacht, weil ich einfach nicht, wie sagt man, nicht die Motivation, aber irgendwie so, ähm, ja, irgendwie etwas so in Richtung Motivation oder so. Oder eher so eine, wie so eine Blockade, was ich auch allgemein habe. Und ja, und da war es ist nur fair gegenüber den Katzen. So geht's mir besser, so geht's den Katzen besser. Und beide haben bereits schon ein liebevolles neues Zuhause gefunden. Das finde ich super. Und ja, doch geht es ihnen bestimmt besser als bei mir. Und jetzt kann ich mich da voll und ganz auf mich konzentrieren und ja. Okay, genug geredet. Okay, reden wir nicht drüber. Macht eben ein paar Rennen und dann. Das ist nicht so schön, aber muss man durch. Die sollen ja ein schönes Leben haben. Da muss man das durchziehen, ne? Ja, ich meine, es geht ihnen jetzt viel besser. Sie haben ein liebevolles Zuhause, also genau. Ist Aki da? Ja, Aki ist da. Wie immer an seinem Plätzchen. Neben mir. Und Gott an seinem Plätzchen, da muss ich gerade an Kekse denken. Weihnachtsplätzchen. Nein, ja. Okay, da lacht sogar diese eine Hexe. Genau. Ich mache vielleicht mal einen Teststream wegen einem anderen Spiel, um zu schauen, ob mein PC das verkraftet. Streamen plus so ein Spiel, das ziemlich grafiklastig ist. Und ja, und eventuell streame ich das dann irgendwann. Ich habe eine Frage an euch alle, nämlich wie soll ich meinen YouTube-Kanal nennen? Irgendetwas mit Ruby. Das wäre doch cool. Oder du nimmst einfach deinen SSO-Namen. Das geht immer. Es gibt auch einige große YouTuber, die einfach ihren SSO-Namen haben. Oder irgendwie Ruby Red oder irgendwie Ruby Red SSO, weiß auch nicht. Oder deine Lieblingsfarbe. Ich finde den Namen Ruby passt schon mega gut für einen YouTube-Kanal. Yep, sehe ich auch so. Also ich würde bei Ruby bleiben. Ups, ich bin gerade ein bisschen nicht so gut im Multitasking, merke ich gerade. Irgendwie ist heute so ein Laber-Stream, wo einfach mehr geredet als gespielt wird. Aber ich finde das cool, ich rede gerne. Hoffentlich gefällt es euch bisher auch. So, ja. Gut, wäre das gemacht. So, Fabiana Rainwolf, okay. Gut, jetzt habe ich wieder Schillinge. 400, das ist ein bisschen viel für ein Rennen. Ja, klar, okay. Dann ist mega. Es freut mich, wenn dir das gefällt. Einfach nur irgendetwas mit Ruby. Okay. Was wegen der Lautstärke passt da alles? Weil ich habe vorhin die Lautstärke vom Spiel ein bisschen angepasst wegen einem anderen Spiel. Moment, die Lautstärke in OBS habe ich angepasst. Ähm, hey, bin ich ein bisschen spät. Alles gut, Skyler. Heute, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht es so gut, hoffentlich hast du einen schönen Tag gehabt. Und ja, meine Mutter hat mir geschrieben. Oh, das ist schön. War noch gar nicht. Ich muss da durch. Ja, passt. Okay, super. Dann stimmt alles mit der Lautstärke.
So, Goldmelisse kommt noch mit. Ähm, okay, ich muss mich konzentrieren, aber es fällt mir gerade nicht so leicht. Okay, da ist er auch nicht. Super. Wo bist du großer Kürbis? Wo bist du? Oh, die reitet Starfield. Oh, ich liebe dieses Pferd. Das ist das Lieblingspferd von meiner einen Hauptfigur von Chris. Ich könnte einfach nur stundenlang über ihn reden. Mir geht's gut. Wir haben be beim CT ein bisschen überzogen. Alles gut, Skyler. Ich habe Sperren gelesen und statt beim CT. Machen wir mal wieder ein CT. Gute Frage. Wenn Dori dabei ist, können wir das gerne mal besprechen. Also ich wäre schon ziemlich dafür, weil wir wollten ja die Halloween-Schleifen holen. Und irgendwie bin ich da gerade. Was mache ich da? Ich glaube Karamellbiskuits Level 15, bevor ich überhaupt einen Kürbis gefunden habe. Okay. Wie lange geht das Event noch? Bis Anfangs November. Also irgendein Mittwoch, der Anfangs November ist. Und die Schleifen selbst weiß ich gerade nicht, wie lange das die drin bleiben. Ich bin gerade so unkonzentriert, ich hoffe, es stört euch nicht. Aber hey, ich habe ihn gefunden. Da ist der. Hallo. Ja, komm her, du. ZT ist so chaotisch, aber irgendwie typisch mein Club. Ja, Chaos gehört manchmal dazu. Und es macht es aber auch lustig, oder? Okay, wo bist du Kürbis? Na, da ist einer. Irgendwo. Da. Und der andere vielleicht da. Irgendwo, irgendwie. Nope. Okay, hoffentlich stört es euch nicht, dass ich ein bisschen unkonzentriert bin, weil ich war so tief in meiner Geschichte drin eben. Ich habe ein Umstyling in SSO gemacht und in Starfield ein kleines Umstyling. Und jetzt, ja, sind meine Gedanken irgendwie noch halb dort und halb da im Stream. Ein bisschen hin und her. Aber hey, ich habe jetzt endlich alle drei beisammen. Schläft der Kürbis, der große. Habe jetzt fast 200 Herbstmarken. Cool. Ja, dann weiter so, Luna. Kannst du dir gleich alles vom Shop holen? Das haben wir da riesige Action. Ich habe gerade so Angst. Ich bin voller Adrenalin. Hei, hei, hei. Ich halte die Spannung kaum mehr aus. Na gut, ich habe auch über 100 Herbstmarken, aber bei weitem nicht so viele wie du. So, ich hab's. So, perfekt. Okay, zurück zur Festung des Galoppierers. Ja, es ist eigentlich cool wie immer, aber es ist auch jetzt mühsam, denen zu erklären, wie eine Bahnfigur geht, aber bin aber jetzt froh, dass ich jetzt einfach den Stream schauen kann, aber morgen zum Glück muss ich morgen nicht leiten. Oh, das wird ein bisschen stressig. Also haben ihr einen Dressurclub oder, oder sonst etwas? Okay. Ich hoffe, dass ich nicht irgendwie erkältet werde oder so. Das wäre ein bisschen doof.
Ja, Adresse Freizeitclub. Cool. Also Dressur ist leider gar nicht meins. Aber naja, denen was gefällt, ist sicher cool. Aber ja. Ist der Name Pretty Vanilla gut? Ich finde ihn jetzt nicht schlecht. Ja. Mit diesen Spielen ist immer mega lustig. Das ist doch gut, wenn es so Spaß macht. Und mit ein bisschen Chaos ist es auch immer gerade doppelt lustig. Ich schaue weiter. Okay, mach du das, Ruby. Vielleicht findest du noch einen anderen Namen, der irgendwie mir passt. Das Labyrinth machst du nicht, oder? Nein, das mache ich nicht. Ich finde, es lohnt sich nicht für eine einzelne Herbstmarke. Und es geht ja irgendwie so um die 3 Minuten oder so, wenn man gut durchkommt. Vielleicht ein bisschen weniger. Und ich tue mir das nicht an. Nur für eben. Es lohnt sich einfach nicht, finde ich. Ich habe es zwar heute schon gemacht auf Chris' Account. Aber ja, nur um die 100 Spieler XP abzustauben. Gut, heute verfolgt uns wieder ein Bär. Hallo Bär. Tschüss Bär. Ups, ja, wenn man auf den Chat schaut, anstatt aufs Spiel. Okay, finde ich auch, es lohnt sich einfach nicht. Ganz genau. Also wenn es Spieler XP geben würde, dann würde ich es natürlich machen. Aber eben eine einzelne Herbstmarke, das macht jetzt auch keinen Unterschied, finde ich. Was du möchtest? Perfekt. Und schon alle Sachen aus dem Halloween-Markenshop. Ja, den ist eigentlich fast ein bisschen. Nur wenn man irgendwie Lust hat auf ein bisschen Spannung oder so, kann man es dann gut machen. Genau. Nicht Platz? Ja, ich hätte Platz. Aber was soll's. Also ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich da so ein bisschen zweisprachig unterwegs bin mit Schweizerdeutsch und Deutsch. Ah, Raya flüchtet vor mir. Oh nein, was typt ihr da? Okay, gut, dann wär's das mit dem Halloween-Event. Ich muss jetzt essen, bis bald. Viel Spaß euch. Ich komme nachher wieder. Okay, Skyler. Guten Appetit und bis später. Ups. Okay, zurück nach Morland. Ich habe 116 Herbstmarken. Habe ich irgendetwas vergessen? Ich habe beide Rennen gemacht. Ich habe die Kürbisjagd gemacht. Den Trailritt. Ich glaube, mehr gibt es da nicht, was ich sonst allgemein mache. Immer dieses Gefühl, wenn man das Gefühl hat, dass man etwas vergessen hat, aber nicht weiß was. Okay, dann geht's los mit dem normalen Leveln. Also ich weiß nicht, wie lange ich da level, je nachdem, wie lange ich es aushalte, ohne meinen einen Account. Crazy Girl. Ach jö. Weil es macht eigentlich süchtig, wenn man einen Account hat, der einen coolen Style hat. Also von der Kleidung her so ein cooles Outfit. Und ja. Ich kenne es, Wolke. Ja, da bist du ja. Und das heißt, Luna ist auch da, genau. Ja, so ist es leider, wenn man so eine eigene Welt aufbaut. Und man dann so tief darin versinkt, dass man einfach alles rundum vergessen hat. Ich habe letzte Nacht, also vorletzte Nacht eigentlich, die Nacht von, heute ist Samstag, die Nacht von Donnerstag auf Freitag, habe ich wollte eigentlich nur kurz etwas schreiben. Irgendwie um 2:30 oder so habe ich angefangen.
auf dem Handy im Bett, so richtig schön gemütlich. Dann voll plötzlich war irgendwie 5 Uhr morgens und ich habe aus Versehen 5 Seiten in Word geschrieben. Umgerechnet sind das im Buch, also das sind über 21 Buchseiten waren das, die ich da einfach nur geschrieben habe in einer Nacht. Das ist irgendwie ein Siebtel oder so von allem. Nein, warte, ein Moment. Oder gar die Hälfte? Nein. Auf jeden Fall habe ich irgendwie ähm, einen Siebtel oder ein Sechstel der ganzen Geschichte alles innerhalb von einer Nacht geschrieben. Okay. Läuft etwas im Gruppenchat? Ja. Ich muss jetzt zu einem CT. Bye bye. Ich höre dir weiter zu, vielleicht komme ich noch wieder. Okay, ich weiß nicht, ob Inga noch dabei ist. Aber ja, gut zu wissen, dass später noch was kommt. Genau. Und dann mache ich manchmal so ein Rollenspiel in Real Life. Dass ich mir dann vorstelle ich wäre einer meiner Figuren, der dann es so spielt. Und dann habe ich so die Gefühle, die Gedanken, so wie er da so in der Klinik liegt und dabei Star Stable auf dem Laptop spielt und alles. Und jetzt habe ich vielleicht schon ein bisschen zu viel über ihn verraten. Same. Ja, du auch, ja. Aber schön, dass ich nicht die Einzige bin, die das macht. Und sich dann komplett darin verliert. Hilfe, ich kann mich nicht mehr bewegen. Relog vielleicht? Genau. Hi. Hallo Lena, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut und ähm, hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Wie geht's? Mir geht's ziemlich gut, danke. Ich hoffe dir auch, wie schon gesagt. Und ja. Netzi, ich heule. Oh nein, ein Netzi. Aber vielleicht kannst du dich danach im Spiel wieder bewegen. Vielleicht. Hoffen wir das Beste. Genau. Auf dem anderen Star Stable Account bin ich bald Level 13 und habe noch nicht mal die Golden Hills freigeschaltet. Mir geht's richtig gut, weil meine beste Freundin hat morgen Geburtstag und ich bin eingeladen. Oh, das ist doch schön. Dann genießt den Tag mit ihr und vielleicht auch anderen. So. Ah, Moonlight. Danke, ja, ihre Schwester ist auch da. Okay, dann seid ihr dann zu dritt, oder? Bei mir, oder, also nicht bei mir, sondern doch auch bei mir heißt dieses Pferd Starfield. Oh mein Gott, jö. Warte. Okay, sieht ein bisschen komisch aus so, aber. Und das Pferd chillt. So, jetzt habe ich ein Bild, wie. Ja. Okay. Bei mir ist es dann auch eher so, dass ich Charakter habe, wenn sie es so abspielen, und dann sind sie auch in es so. Okay, Moment. Ich muss es doch mal schnell lesen. Bei mir ist es dann auch eher so, dass ich Charakter habe, wenn sie es so abspielen, dann sind sie. Okay, ja, dieser Drache da gehört nicht mir.
4, weil es hat doch einen kleinen Bruder. Okay, dann seid ihr zu viert in diesem Fall. So. Und Karamellbiskuit, upala, ist Level 9. Das war ein dummer Satz, ich muss ihn gerade nochmal schreiben. Okay, mach du das. Kannst du mir das später schicken? Ich sehe auf meinen Bildern nicht mehr schlimm aus. Kann ich gerne machen, Luna. Also ich fand es extrem süß irgendwie, dein SSO-Charakter. Und ja. Ah, der Drache. Ja, der hat mich gerade irgendwie ein bisschen gestört. Herzlichen Glückwunsch zum Level Up. Danke, Luna. Okay, das habe ich gemacht. Dann geht's weiter zu dem. Irgendwie ist da gerade ein bisschen viel los in Moorland. Okay, dann geht's weiter. So, diesmal aber kein Drache mehr. Dieser Drache vorhin hat mich gerade ein bisschen verwirrt, weil ich dachte, dass es vielleicht noch meiner sein könnte, obwohl ich gar kein Haustier dabei habe. Warum auch immer. Stehen bleiben, ich muss ein Foto machen. Gleich, Luna. Oder bist du gerade auch bei diesem Rennen? Huch. Okay, dann machen wir noch schnell ein Foto. So. Aber das Komische ist, ich habe 2 Tage nach ihr Geburtstag. Das ist ein ziemlicher Zufall. Okay, dann machen wir gleich das Foto, Luna. So. Schön mit dem Wegweiser im Hintergrund. So. Nein. Perfekt. Mache ich auch eins. Mit uns beiden. Och, hier wie Karamellbiskuit die Augen zu hat. Das ist ja süß. Sag es sei vielleicht ein bisschen. Okay, ich habe den Bug, dass das keinen Unterschied macht. Okay, nein, das wollte ich nicht. So. Nachricht zurückgezogen. Okay. Ah, da kommt Raya. Warten wir noch auf sie. Dann machen wir vielleicht auch noch ein Gruppenfoto. Oder sie hat andere Pläne. Okay, dann machen wir mal weiter. Ich hoffe, du konntest das Foto machen, Luna. Hey, nix off. Habe ich es richtig ausgesprochen? Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen in meinem Stream. Ich hoffe, dir geht's gut. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Und ja. Ja, danke. Okay, super. Habe ich doch gern gemacht, Luna. Also dann ab zum Zirkus. Am liebsten würde ich jetzt schon zu meinem. Weißt du, wer ich bin? Bist du Ruby? Hast du dich gerade umbenannt, oder? Moment. Das bist doch du. Selbe Profilbild. Ja, okay, ich dachte schon, es wäre jemand anderes. Entschuldigung, Ruby. Dann muss ich mir merken, dass das jetzt du bist. Ähm. Hm? Oh, das ist doch eine Puppe von Erissa. So, alles gut. Okay, ich weiß nicht, ob ich dich jetzt weiterhin Ruby oder Nix einfach nennen sollte. Was ist dir lieber? Ich weiß nicht, ob ich mir Ruby jetzt merken kann, wenn das nicht mehr in deinem Namen ist. Aber klingt cool. Äh. Mir ist das egal. Okay, dann bist ab jetzt nix. Also NYX, nicht mit einem I, meine Güte. Nein, weißt du was, du bleibst Ruby, sondern klingt etwas gemein. Mm. Mhm. Okay.
Ja, was machst du gerade, Wolki? Ich level gerade. Später wechsle ich noch den Account da in Star Stable und queste dann noch ein wenig. Wolki, wirst du jetzt immer das Outfit jetzt tragen? Ich denke schon, ja. Zumindest für die nächste Zukunft, also für die nahe Zukunft, habe ich hab jetzt immer dieses Outfit, weil. Ich weiß schon warum. Genau, es passt einfach perfekt. Und ja, aber auf anderen Accounts habe ich andere Outfits, andere Frisuren, also ja. Wo bist du auf dem Pferd? Hä? Ah, das ist bei diesem Rennen so, da verwandelt man sich in einen magischen Lusitano, glaube ich. Und ja, sobald ich aus diesem Rennen raus bin, bin ich wieder ganz normal in SSO sichtbar und unterwegs. Ich wünschte mir, man könnte dieses Pferd so kaufen. Vielleicht nicht unbedingt als Lusitano, sondern irgendwie, keine Ahnung, Hannoveraner oder so. Oder irgendein anderes Warmblut. Weil das glänzt so schön und es würde perfekt zu meinem Namen passen. Goldgate. Und ja, also ich meine, nur die Frisur passt ja mega und wie willst du wahrscheinlich auch ewig tragen, aber mal Seite wechseln, es gibt einem Charakter mehr Charakter. Ja, also mein SSO-Charakter ist mir nicht so wichtig, sagen wir es so. Deshalb stört es mich nicht mit demselben Outfit. Ja, ich habe vorhin schon das Outfit gewechselt, dass es zum Set des Pferdes passt. Aber das sah dann mit dieser Frisur so komisch aus und ja, deshalb bin ich dann wieder zu diesem gewechselt. Oh, das Pferd auf diesem Ball. Ja, das ist etwas speziell. Aber es ist ein Zirkuspferd, also von dem her. Okay, ab nach Fort Pinta. So. Also wegen dem Outfit, weil auch auf den anderen Accounts werde ich das Outfit sehr wahrscheinlich immer so lassen, wie es ist. Weil es einfach passt und halt das Canon-Outfit dieser Figuren ist. Also das, was sie auch in meiner Geschichte sehr wahrscheinlich tragen und auch in anderen Spielen. Und ja. Ich freue mich mega auf Chris. Ja, ich auch. Ich halte es kaum aus. Am liebsten würde ich jetzt schon zu ihm wechseln. Aber Geduld. Ich werde heute vielleicht ein bisschen länger streamen. Mal schauen. Und ja. Vielleicht gehe ich dann vorzeitig zur Starshine Ranch, um mir noch die 10 Spieler XP abzuholen. Und dann wechsle ich wahrscheinlich auf Chris. Bin in erster so, mache eben ein Video. Okay, Luna, mach du das. Viel Spaß beim Video. Ich freue mich, wenn, wenn du länger streamst. Ja, ich mich auch. Aber es wird wahrscheinlich kein Rekordstream bei mir. Ich würde nämlich gerne auch mal Quinn dir zeigen. Okay, da bin ich gespannt. War Quinn noch nie mit dabei? Dann hätten wir Chris und Quinn. Passt irgendwie. Also heute ist Samstag, also die meisten können morgen ausschlafen. Aber ich will nicht der Grund sein, weshalb ihr extra lange aufbleibt. Oder extra lange aufbleiben müsst oder was auch immer. Also müssen schon gar nicht. Nee, Quinn hast du noch nie gesehen und außerdem gehört er zu meine zweitwichtige. Ich habe zwielichtig gelesen, Entschuldigung. Zweitwichtigste,
zweitwichtigsten Charakter in der Saison. Okay, cool. Dann ist Rey deine wichtigste wahrscheinlich und Quinn der zweitwichtigste. Also ich habe auch zwei meiner Charaktere, die tatsächlich Star Stable spielen. Unter anderem Chris und sein bester Freund Chad. Chris hat Chad dazu überredet, zum Star Stable zu spielen und er heißt... Also er hat einen Account von mir bekommen, der bereits in meinem Besitz ist. Deshalb habe ich da keinen neuen erstellt. Ähm, Weil ich finde, der passt perfekt zu ihm. Und ja, mir ist langweilig, weiß ich, was ich machen soll. Schreib doch ein bisschen, Lena, nebenbei. Vielleicht kann ich dich ein bisschen inspirieren. Ich dachte, du schreibst auch, oder? Oder hast angefangen? Vielleicht kommst du sogar so in einen richtigen Flow hinein, wo du einfach nicht mehr aufhören kannst und dann so wie ich aus Versehen 21 Seiten schreiben. Oh mein Gott, das war ein ganzes Kapitel, das ich da geschrieben habe. Mein längstes Kapitel bisher. Ich glaube, ich mache mal einen Stream, den ich komplett meiner Geschichte widme. Vielleicht sogar dieser, mal schauen. Ich habe ja einmal meine 4 eigenen Solo-Writer erfunden. Stimmt, das hast du mal oder mehrmals schon erzählt. Cool. Was ist deine Lieblingsfarbe? Jetzt habe ich fast aus Versehen die Lieblingsfarbe von Chris gesagt, weil ich so sehr in so einer Rolle stecke. Meine Lieblingsfarbe ist etwas schwierig zu sagen, aber mehrheitlich ist es gelb. Also ich mag gelb ziemlich. Aber es gibt auch andere schöne Farben, zum Beispiel so ein Neon-Hellblau oder so, ist auch mega schön. Ja. Ich hoffe, es stört euch nicht, wenn ich da euch mit meiner Geschichte ein bisschen zutexte. Aber ich rede sehr, sehr gern darüber und ich denke, euch interessiert es vielleicht auch. Witzig Wolke, ich habe auch einen Charakter, der Chris heißt. Okay, also meiner schreibt sich mit K. Also K-R-I-S. Und deiner wohl mit CH. CH wie Schweiz. Ja, mir egal. Okay. Also ich habe meinen einen Charakter wirklich nur Chris genannt ursprünglich, weil es diesen Namen da in der Saison gibt, als ich den Account erstellt habe. Habe ich parallel meinen Charakter in Starfield erstellt und dann einen Namen gesucht. Und irgendwie wusste ich schon, dass dieser Charakter dann irgendwie mit Star Stable zusammenhängt. Und so habe ich dann einfach diesen Account erstellt und diesen Namen, der halt für beide Geschlechter passt, habe ich dann genommen und seit dort an heißt er so. Ist der überhaupt stört? Das habt ihr jetzt nicht gesehen, okay? So. Vergessen wir das schnell wieder. Es ist nichts passiert. Ich bin nicht gegen eine Tafel geritten. Oh mein Gott. Okay, gut. Also wenn es euch nicht stört oder zumindest Raya nicht stört, dann bin ich zufrieden. Hat's da irgendetwas? Ja, perfekt. Moos und Jute. Tipptopp. Muss auf bei, viel Spaß. Okay, tschüss Lena. Danke, dass du da warst. Und einen schönen Restabend dir. Und später noch gute Nacht. Gwen ist Duskas jüngerer Bruder. Oh, cool. Duska ist männlich oder weiblich? Ich weiß gerade nicht mehr. Ich fokussiere mich so sehr auf meine eigenen Figuren, dass es nicht so einfach ist, die von anderen zu merken. Also sei mir nicht so böse, wenn ich nicht mehr genau weiß, wer Duska ist. Stimmt, ich habe mir vorhin selbst einen Brief da in Star Stable geschrieben. Ähm, und da bin ich gespannt, ob es geklappt hat. So, upala.
Okay, dann warte ich da noch kurz auf Ray. Oh, du hast Figaro dabei. Oh, wie süß. Du bist kein männlich. Okay, gut. Und Quinn auch. Dann ähm, sind es Brüder. Ja? In meiner Geschichte habe ich auch zwei Brüder. Meine Hauptfigur und eben sein Bruder. Und die beiden haben am selben Tag Geburtstag. Also kann man sich das ja etwa denken. Aber sie sehen nicht einmal gleich aus, aber ähnlich. So, ja. Gut, dann geht's weiter zum Ponyrennen. Das vergesse ich eigentlich fast immer, wenn ich ein Pony reite. Da gehe ich mal da lang. Genau. Also meine Hauptfiguren sind alle männlich. Ich habe unter meinen Hauptfiguren keine einzige Frau. Ja. Die beiden sind die Söhne eines militärischen Hauptmannes, der im Krieg gefallen ist. Wow, das klingt episch. Ein militärischer Hauptmann. Cool. Na gut, meine sind jetzt nicht. Doch einer ist sehr speziell. Ähm, er ist der. Also Chris ist. Seine Eltern sind Astronauten. Und mehr verrate ich nicht. Genau. Okay, vielleicht nicht Hauptmann, aber ein sehr wichtiger Krieger. Cool. Stimmt, apropos Krieger, ich muss doch in GTA Online, doch gibt es den Krieger gerade gratis. Dieses eine Auto. Aber da habe ich glaube ich noch bis 6. November Zeit. Und wenn ich sowieso bald ein Video über meine Figuren mache, dann muss ich sowieso in GTA hinein, um meine Hauptfigur zu zeigen. Und ja, ich glaube, es ist nur noch Raya da, kann das sein? Luna, bist du noch da? Oder äh, sonst jemand? Gleichzeitige Zuschauer null. Okay, ja, dann geht's mal weiter. Bei mir zeigt es einen Zuschauer an. Ja, bei mir null. Aber obwohl du dabei bist und Luna ebenfalls. Okay, die Anzeige spinnt wieder, Leute. Ich bin noch da. Okay, Luna auch. Also müssen mindestens zwei noch da sein. Gut, ja, ich finde es doof, dass diese Anzeige einfach nicht stimmt. Okay, dann geht's ab zu nach Silverglade. Ich weiß kein Mal, als die Anzeige auch so gesponnen hat und mir null Zuschauer angezeigt hat. Dann habe ich einfach so Dinge gesagt, wie zum Beispiel, warum streame ich überhaupt? Da kann ich ganz gut einen privaten Level Talk machen und so. Ich hoffe, es war tatsächlich niemand dabei. Das wäre mir sonst ein bisschen unangenehm. Oh je, aber dass jetzt schon diese falsche Anzeige da ist, das ist etwas doof. Ups. So. Also irgendwie habe ich heute so Freitag oder irgendein anderer Tag, aber kein. Der ist schon. Ja, Samstag. Wolke verwirrt, ich weiß. Okay, hallo Steve. Tschüss, Steve. Okay. Würde euch mal ein Stream
über ein anderes Spiel interessieren. Würde mich mal wundern, was ihr dazu meint. Bin back in SSO, habe eben ein Video für YouTube gemacht. Okay, dann willkommen zurück in SSO. Äh, oder da bei Mid-Leveln. Ja. Also Raya wäre dabei bei einem Stream eines anderen Spiels. Klar, mich würde es interessieren. Okay, Luna auch. Okay, ich schaue dann einfach, dass da, es ist ja eigentlich mehr oder weniger ein First-Person-Shooter, also es hat Anteile davon drin. Dann schaue ich einfach, dass ich ein bisschen meine Base ausbaue, vielleicht die ein bisschen erweitere, sie einrichte, vielleicht gemütlich durch eine Stadt laufe und über meinen Spielcharakter erzähle und dann mache ich da einfach nichts Actionlastiges. Gut, und da ist Luna. Okay. So. Genau. Also dann würde ich morgen mal einen kleinen Teststream machen. Und vielleicht mache ich den gleich morgen. Und dann am Dienstag wieder mein normaler SSO-Stream. Und ja, und dann ist schon bald Halloween. Ich muss Halloween auch noch planen. Dann wird es so cool wie letztes Jahr. Ah, letztes Jahr war Halloween so toll. Ich hab's wirklich bis auf die Stunde geplant. Und es ging perfekt auf. Genau. Also wärt ihr dabei morgen bei einem anderen Stream? Weil dann würde ich eben diesen Stream meiner Geschichte widmen, also wirklich komplett nur noch über meine Geschichte reden. Und vielleicht geht der Stream dann nicht allzu lange. Und ja. Und das Gurken hat morgen was vor. Okay. Ähm, ja, so am Abend oder den, vielleicht sogar, die Uhrzeit weiß ich noch nicht. Aber ja. Das ist doch drüben. Genau. Okay, dann geht's weiter mit dem Windmühlenrennen. Okay. Ich bin jetzt schon ganz aufgeregt auf den Accountwechsel und auf den Stream, wenn ich dann mal was anderes streame. Oh, ich freue mich richtig. Okay, ganz ruhig Karamellbiskuit. Wir schaffen das. Ups.
Okay, oder wollt ihr, dass ich jetzt gleich mal das Spiel wechsle? Würde euch das interessieren? Account wechseln oder Spiel wechseln? Oder einfach so weitermachen? Wärt ihr da dabei? Menschen-Account wechseln. Okay, dann Account wechseln und nicht gleich das ganze Spiel. Ähm, oder was ist euch lieber? Aber ich bin dabei beim anderen Spiel. Okay, gut, dann bleiben wir vorerst bei SSO. Ich muss dann sowieso testen, ob es funktioniert. Nicht, dass mein PC da noch Feuer fängt, weil er überlastet ist. Ich wechsle den dann auch Account. Okay, dann wechseln wir dann nachher alle den Account. Okay. Aber ich glaube, ich wechsle erst später, obwohl ich es kaum mehr aushalte. Vor lauter Vorfreude. Weil ich finde diesen Account so toll. Und vielleicht werde ich dann aus Versehen in die Rolle des anderen schlüpfen. In mein Rollenspiel. Aus Versehen. Hoffe ich dann natürlich nicht, aber ja. Mal sehen, wie das wird. Und ich weiß auch nicht, wie viel ich über meinen Charakter, also über Chris, verraten kann, ohne zu spoilern. Obwohl es eigentlich schon im vierten Band schon vorkommt. Und ich habe schon Andeutungen gemacht, was mit ihm los ist. Und ja. Ich mache mit meinem Charakter immer so Bilder-Stories. Aber ich weiß halt nicht, ob es jemand kapiert. Das spielt sich übrigens alles in SSO ab. Okay. Also ich habe auch extrem viele Screenshots von meinen Figuren. Also vor allem von meinem Hauptcharakter. Habe ich extrem. Also wirklich 40.000 Screenshots. Und irgendwie, keine Ahnung, 30.000 davon sind einfach nur Bilder von ihm. Und ja. Nicht dasselbe mit Chris. Also, ich habe jetzt alleine heute irgendwie locker 20 Screenshots von ihm gemacht. Und ja, okay. Oh Gott, ich habe das Gefühl, ich bin gerade komplett anders drauf. Ich hoffe, es stört euch nicht. Ich versuche mich da voll und ganz zu konzentrieren, aber ich schweife ständig ab. Es ist so schlimm. So. Okay, wäre die Winter Trainer gemacht? So. Und Karamell Biscuit ist ja bald Level 10. Ui, ui. Okay. So. Dann mache ich das noch und dann. Ja. Also, nur zu eurer Information auf dem Account von Chris nehme ich keine Freundschaftsanfragen an, weil das muss so korrekt mit der Geschichte übereinstimmen. Da ist nur jemand mit ihm befreundet und dieser jemand ist ein anderer Charakter von mir.
Und ja, und diese beiden sind unzertrennliche Freunde und deshalb nehme ich dort keine Freundschaftsanfragen an. Ich möchte da immer falsch reiten irgendwie. Anstatt geradeaus reite ich da immer links durch. Welche Geschichte oder Welt spielt Chris? Eigentlich alle zusammen spielen in der Geschichte von GTA, also in der Welt von GTA Online spielen sie. Bei Bestzeit? Nein, bei weitem nicht. Also vielleicht kennt jemand von euch GTA Online? Und ja, aber eigentlich stammt Chris aus einem anderen Spiel, da habe ich ihn auch erstellt. Und Karamell Biscuits Level 10. Genau, aber ja. Also und die Welt von GTA ist eigentlich da auf der Erde. Also nicht in einem Paralleluniversum oder so. Also Jorvik ist eigentlich auch eine fiktive Insel da auf der Erde. Und ja. Herzlichen Glückwunsch zum Level Up. Danke, Luna. Genau. Also eigentlich auch die Cover von meinen Büchern. Es sind alles Ingame-Screenshots, die ich gemacht habe. Unter anderem in GTA und unter anderem in Starfield. Und gehst auf den anderen Account. Ich halte es kaum mehr raus, deshalb wahrscheinlich noch dieses Rennen und dann wechsle ich den Account. Weil dann werde ich nur noch questen und nur noch über meine Geschichte erzählen, wenn euch das natürlich nicht stört. Wenn ich da so richtig in den Flow gerate. Oder ich breche das Rennen ab und wechsle jetzt schon. Also, ich würde sagen, nach diesem Rennen wechsle ich den Account. Weil, ja, die 10 Spieler XP bei der Station Range lasse ich heute aus. Das sind jetzt nicht so schlimm. Und ja. Ich halte es auch bald nicht mehr aus, Wolke mach endlich. Ja, sag das an Starstable, dass sie dieses Rennen kürzer machen sollten. Okay, alles gut. Kommst du dann nach Moorland? Kann ich, ja. Ich kann gerne. In Moorland habe ich sogar noch offene Quest, also trifft sich gerade gut. Ich bin schon am Wechseln. Ja, oh mein Gott, ich bin so hibbelig gerade. Ich möchte unbedingt auch wechseln. Und auch dieses Rennen. Da vorne, ich bin auf der Zielgeraden. Okay, Leute. Gleich. Yep. Okay, es ist geschafft. Jetzt aber Dali. Jetzt aber Dali. So. Okay, noch ein Schluck Energy und dann. Ähm, dann habt ihr jetzt kurz einen Black Screen. Hoffentlich. Luna ist auch gerade am Wechseln. Okay. So, oh, mein Hintergrundbild. Ich liebe das so. Gut, dann, ja, ja, da freuen sich alle schon. Ausloggen. Dann geht's rein bei. So, anmelden, merken, einloggen. Chris Baseborn. Let's go. Okay, gleich seht ihr wieder was. Und mein Hintergrundbild passt perfekt. So, da bin ich wieder. Also immer noch Server Ice Cream Mountain. Ich weiß nicht, auf welchem Server das eure anderen Accounts sind. Ich habe es jetzt gerade mal eine Stunde ausgehalten und treffen wir uns in Moorland. Okay, machen wir das. So, ich glaube, ich bin sogar noch in Jarlaheim oder Welded. Da darf ich vorstellen, dass wir es Chris. Also nicht der Originale, einfach nachgemacht. Okay, hallo. Ja, er ist da auf seinem absoluten Lieblingspferd namens Starfield, weil das hier erinnert ihn nämlich an eine Galaxie.
So diese, und er liebt dunkelblau übrigens, es ist seine Lieblingsfarbe. Und die unverwandelte Form erinnert ihn an den Sternenhimmel, den er immer von seiner Raumstation aus gesehen hat. Und die Raumstation hat sogar einen Namen. Ja. Bin noch Level 3. Okay, dann komme ich nach Moorland. Aber Level 3 ist noch gar nicht so weit. Cool. Genau. Ja, Ehrenvikis ist mein meist ausgedingster. Okay, was seid ihr? Wo in Moorland seid ihr, Leute? Wer von euch ist es? Ah, ich nehme an, dass Willow Nightbird bist du, Luna. Kann das sein? Da ist Quinn. Hallo Quinn. Oh, cooler Charakter. Chris, Quinn und Will. Was war das eben? Soll ich auf meinem Hauptpferd reiten oder auf dem, was ich gerade habe? Das, was du möchtest, das Pferd, was Quinn am liebsten hat. Okay, dann gehen wir da ein bisschen abseits, Leute. Nicht so mit drin, wenn es für euch okay ist. Gehen wir da nach hinten. So. Okay, der Charakter ist geil. Also meinst du meiner oder ignoriert einfach den Kopfschmuck? Den habe ich nur, um erstens Werte zu haben und zweitens, um damit man die Haare sieht. Genau. Ihr seht, ich habe da nur jemanden auf der Freundesliste und dieser jemand ist ein anderer Charakter von mir, Hina Summerhill. Und ja, so sieht er etwa in Starfield aus. Also, ja. Das schwarze Pferd heißt Amber und seines Vaters Pferd. Cool, das heißt wirklich so. Ist das? Das ist ein Lipizzaner. Lo- Level 20, wow. Du bist du schon ziemlich weit rein, ja. Genau, Chris und Starfield. Ich finde, der Kopfschmuck passt perfekt. Ja, finde ich auch. Ich finde, es passt perfekt zu den Haaren, aber es ist nicht common. Also common kennen, meine ich. Wie Queen da gerade die Augen so halb zu hat. Das ist gut. Moment, ich hole Galaxy. Okay, mach du das, Raya. Ist Galaxy dasselbe Pferd wie Starfield? Oder wie heißt mein Pferd? Wo sieht man das? Wenn man auf den Charakter draufklickt, sieht man da den Pferdenamen. Deines ist Chocolate Chip, Luna. Auch süß. Genau, ich habe 4 Pferde auf diesem Account und alle haben mit dem All zu tun. Also kann man ja schon denken, woher das Chris kommt. Vor allem schon mit diesem Namen ist das eigentlich fast schon klar. Wer kommt da? Silverglade Girls, okay. Oh, hehe. Genau. Moment, mit welchem Account bin ich auf dem Handy gerade drin? Okay, tschüss, Luna. Ja, okay. Dann warte ich da. Oder ich könnte euch mal meine Pferde zeigen auf diesem Account, also meine 4, die ich habe. Während ihr da etwas anderes macht. Oder die Pferde kurz wechselt. Okay. Ich glaube, ich sollte das Thumbnail ändern, weil es vielleicht jetzt ein bisschen unpassend ist, aber naja. Falls ich ein neues Thumbnail machen, ist ein bisschen übertrieben. Und da ist Luna wieder. Oder besser gesagt Willow. Und tschüss. Okay, bis ihr soweit, obwohl ich glaube, da kommt Quinn wieder mit Galaxy. Oh, voll süß. Galaxy und Starfield passt extrem.
Okay. Kann man im Nachhinein das Thumbnail wieder entfernen? Weil dann würde ich es kurz entfernen, damit es nicht mehr so clickbaity aussieht. Ähm, ja, aber in der Videobeschreibung wiederum habe ich auch geschrieben, dass ich später noch queste. Also je nachdem halt. Quinn hat die Pandoria Dings da im Gesicht. Wartet, ich komme. Okay, Luna, wir warten. Hast du auf die, ich glaube nicht, das ist mein Püppchen. Hast du auf Willow vielleicht, okay, was? Hallo Stefanie Winterstar, schön, dass du da bist und tschüss. Äh, es sieht so geil aus, Chris Spaceborn. Es ist so cool. The Kings Club und Star Wings Agency. Ich glaube, die heißen Star Wings Agency. Ah, da, jetzt haben wir wirklich alle dasselbe Pferd. Da kommt Luna mit ihrem Hauptaccount. Oh, cool. Moonlight, Starfield und Galaxy. Alle haben mit dem All zu tun. Ich glaub's ja nicht. Das ist ja mal richtig toll. Oh, das sieht so toll aus. Die hat der neue, eine neue Wunde, die ihm zugeteilt worden ist. Okay, spannend. Okay, Moment, Leute. Ich gehe da kurz aus SSO raus, also raustappen. Ich hoffe, es funktioniert da alles, weil ich werde rasch das Thumbnail entfernen. Kann es nicht entfernen? Ja, toll. Okay, dann lassen wir es so. Ähm, ja. Ich wollte jetzt eigentlich gerade das Thumbnail, wie gesagt, entfernen, aber das geht leider nicht. Und ändern ist jetzt ein bisschen übertrieben. Okay, soll ich euch mal meine Pferde zeigen, die ich da habe? Wärt ihr dabei? Okay, Luna verschwindet immer wieder. So wie in SpongeBob, Miss so mal so. Kennt das jemand von euch? Okay, ja, ihr wollt meine Pferde sehen. Gut, dann lasse ich mich kurz abholen, weil mein Heimi ist in Waledale. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch schnell oder ja, Bunny Beachland. Also, ich habe eben nur 4 Pferde, Starfield inklusive. Und dann kann ich ja zu jedem ein bisschen was erzählen und so. Brauchen wir nicht noch eine Freundschaftsanfrage? Nicht auf diesem Account. Aber ich glaube, wenn ihr in meinen Stall wollt, dann reicht eine Gruppeneinladung. Also wir haben da mein Anfi, Meteorie. Ja, extra diese Farben ausgewählt, weil es halt wie ein Mond aussieht ein bisschen. Passt auch ziemlich, also der Name hat jetzt keine Bedeutung. Oh mein Gott. Ignoriert das bitte. Hi, zurück auf den Gesicht. Hello. Yep, ich bin so random. Schreib an einem von meinen Charakter. Ich bin so los. Delegate Gabi, deine Schöpferin. Antwort. Was soll ich antworten, Leute? Ähm, hi, Gabi. Freut mich, dass du mir schreibst. Okay, ignoriert Schreibfehler. LG Chris. Hahaha. LG Goldgate. Senden. Das. Oh, okay, ich kann nicht antworten. Schade. Kann ich in deinen Stall? Ja, kannst du. Dann schnappe ich mir schnell Meteorie, damit ich schnell raus kann. Dann, ich glaube, Gruppeneinladung reicht, weil ich möchte keine Freundschaftsanfragen auf diesem Account. Außer die von Hina, aber die habe ich bereits. Okay, da. Zu einer Gruppe einladen. Okay, Raya, möchtest du auch kommen? Oder du kommst mit Quinn noch? Ja, logisch. Okay, dann warte ich noch. Ah, da kommt sie. Hallo Quinn. Zur Gruppe einladen. So, gut. Also dann zeige ich euch kurz meine Pferde. Es sind ja
zahlen, glaube ich. Also, ja, ihr seht ja da den Namen bereits, aber ich erzähle gleich noch was. Wie geht das? Einladen? Gruppe. Ja, kann ich mich selbst einladen? Was? Hä? Einladung versendet? Ja, nicht, dass ich jetzt an jemand anderen. Ja, einmal Katja, also Dings, und einmal Quinn. Gut, willkommen in meinem Stall, Leute. Also, ich stelle sie euch mal vor. Wir haben eben Meteori. Dann haben wir Space Boy, den Spitznamen von Chris. Dieser Spitzname hat Chad ihm gegeben. Ja, Space Boy sieht aus wie ein Space Shuttle. Blöd gesagt, so mit weiß-schwarz, vielleicht ein bisschen grau. Dann eben Starfield. Ähm, ja, sein absolutes Lieblingspferd, weil es wie ein Sternenhimmel aussieht. Danke, dass du ihn verpflegst. Habe ich meine Pferde verpflegt heute? Ja, habe ich. Dann haben wir das letzte Discovers oder auch einfach Discovery. Benannt nach dem Space Shuttle Discovery. Weil Chris hat etwas mit dem zu tun. Also, es ist jetzt nicht historisch akkurat, also historisch korrekt, aber das ist mir völlig egal, weil Chris ist mit der Discovery zur Erde geflogen. Und deshalb haben die beiden eine spezielle Verbindung. Und es ist das Vega und seine Raumstation heißt Vega 2. Und ja, und das hat ihn so an seine Heimat erinnert. Genau, Spaceboy gefällt mir. Ja, Spaceboy ist richtig toll. Ah, Quinn ist auch da. Moment, Starfield und Moonlight. Okay, etwas speziell. Wie sie sich gerade angesehen haben. Ach, wie süß. Genau. Möchte vielleicht Galaxy sich auch dazu gesellen zu den beiden? Oder ist das... Moment. Nein, das ist Moonlight. Genau. Aber Chris ist jetzt am liebsten mit Starfield unterwegs. Oh mein Gott, ich bin so tief im Rollenspiel drin, ich glaube sie nicht. Genau, jetzt habe ich die Herkunft von ihm verraten. Äh, OMG Wolke, ich habe das perfekte Bild. Von den Pferden oder von uns allen? Kannst du es mir schicken? Ich würde das so gerne sehen. Mhm. Gwen ist da auch dieser Meinung. Okay, das war jetzt gerade ein bisschen weird. Äh, ähm, stellen wir uns besser nebeneinander anstatt gegenüber. Okay. Das ist ein Pferd namens Crown wie ich. Nee, ich habe kein Pferd namens Crown. Ich habe nur 4 Pferde insgesamt. Und das sind Meteor, Spaceball, Starfield und Discovery. Aber es gibt einen Bug, ähm, bei dem man einige Pferde aus seinem eigenen Stall sieht. Und ja, deshalb sieht es so aus, als ob ich auch sein Pferd hätte. Aber ich habe wirklich nur diese 4 und ja, das ist ein Bug. Ich sehe, meine Pferde habe ich in deinem Stall. In deinem, okay. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, wenn ich bei anderen hinein in den Stall ging, dass das einen Bug gibt. Ja, ist ein bisschen nervig, ich weiß, aber ja, was auch immer Luna da gerade macht. Beugen. Oh mein Gott, das sieht sicher richtig toll aus. Moment, zwinken. Yeah. Wie cool, richtig stylisch. Ah, ich mag es so. Okay, hallo? Nein, ich wollte
Nehmen wir mal das. Oh, das sieht auch toll aus. Ups. Als ob wir uns umarmen. Ich mag Quinn sehr. Oh, das ist doch schön, Raya. Mir geht's mit Chris genauso. Er ist eigentlich schon mein Lieblingscharakter. Übrigens, Leute, ignoriert die Schleife bei meinem Anfi. Es ist die Goldschleife vom Well Del Jumpy. Ihr habt ja vielleicht sogar mein Video gesehen heute. Ich wurde Erste beim Well Del Jumpy mit Level 9. Ja, ich glaube, Luna ist da gerade mitten in einem Rollenspiel drin. In einem nicht kennen Rollenspiel. Ja. Was du eigentlich sprechen? Da. Ich habe das Video gesehen. Ja, okay. Äh, ich glaube, du hast es auch kommentiert. Und Luna, glaube ich, auch. Ich mache gerade sehr, sehr lustige Bilder. Okay, die würde ich gerne sehen. Ähm, okay, machen wir weiter. Ähm, Chris muss jetzt da leider herhalten für lustige Bilder. Okay. Starfield, ich brauche dich. Oder, nee, für Discovery habe ich leider keine Ausrüstung, weil irgendwie kann sie nichts tragen. Okay, Quinn, kommst du mit? Katja ebenfalls. Super. Equinox gibt's ein Update. Okay. Also, dann bleiben wir am besten gleich in der Gruppe. Okay, seid ihr noch in meinem Stall? Oder? Okay, der Sternenhimmel. Oh, das passt. Ah, da ist Quinn wieder. Und Katja ebenfalls, also Luna. Könnte mal die Sonnenbrille ausziehen, obwohl sie zu ihm gehört, weil er halt ziemlich lichtempfindlich ist. So sieht er auch mega toll aus. Was ist denn das da? Jö. Okay. Ne, wenn man wieder aus dem Stall geht, dann wird man zurück zu seinem Heim. Ah, okay. Stimmt. Okay, zurück zur Sonnenbrille, weil ihn blendet es ihr. Warum habe ich das jetzt offen? Ach ja, stimmt. Wolke, wir haben das gleiche Gesicht. Wirklich? Moment. Quinn und Chris haben dasselbe. Nee, nicht ganz. Die Nase ist anders. Und der Mund ebenfalls. Wir haben nicht dasselbe Gesicht. Geht der Chat. Der Chat? Okay, ja, wir haben es etwas übertrieben. Ähm, gefühlt nichts los. Ist doch schön, wenn da nichts los ist. Da schreiben sie, warum ist da gefühlt nichts los und dann gehst du da in den Sarg-Chat. Alles, warte, nee, wie geht das? Ach jö, okay, das passt. Das ist cool. Hm. Okay, dann wollen wir doch ein Licht sammeln oder questen oder so können wir jetzt machen. Seid ihr da dabei?
Katja hat absolut keine Lust mehr, da dabei zu sein. Ihr Blick verrät alles. Okay, wir drei sind ein bisschen ein lustiges Grüppchen. Ich bin immer dabei. Das freut mich. Okay, das ist auch gut. Haha. Genau. Warte, machen wir das alle mal gleichzeitig, wenn wir das hinkriegen? Ich mache einen Countdown und dann versuchen wir alle gleichzeitig zu, wie heißt das nochmal? Nicht umarmen, zu verbeugen, wenn das okay ist. Wie heißt diese Emotion nochmal? Verbeugen ist das. Also ist das okay für euch? Dann machen wir das mal gleichzeitig. Weil in Star Stable haben wir weniger Verzögerung als da auf YouTube. Nicht, dass ich jetzt da random Zahlen schreibe und ihr wundert euch, was ich da mache. Kann man auch verbeugen? Ja, das geht auch. Aber ist jetzt auch Quinn etwas zu spät. Dieser Blick. Ja. Okay, Leute, dann machen wir jetzt mal. 3, 2, 2, Entschuldigung. 1, jetzt. Ich bin ja ein. Okay, ja, oh mein Gott, wir haben's, Leute, wir haben's. Das sieht ja mal cool aus. Das ist cool. Perfekt. Wir haben es geschafft. Yay. Bei dir sieht man, bei mir sieht man nur Hut. Ja. Aber die Geste erkennt man trotzdem. Gehört der Hut zu Quinn oder hat er ihn einfach zum Spaß an? Aber wenn man nur Hut sieht, dann weiß man ja, wer da gemeint ist. Okay. Nee, Quinn ist einfach ein Westernreiter. Okay. Auf einem. Ist das ein Western-Sattel? Ich denke schon, oder? Okay. Dann, wie viel Licht habe ich? 166. Okay, Quinn, alles okay bei dir? Quests habe ich. In Moorland habe ich Quests selber. Ich habe jede Menge Quests. Die Hauptstory habe ich heute schon gespielt, da muss ich jetzt warten. Yep, okay. Ähm. Dann können wir ein bisschen Licht sammeln. Dann können wir nebenan ein bisschen quatschen oder so. Und ihr könnt dann nebenan ein bisschen was schreiben. Und ja, wollte ich da in deinen. Was wollte ich in deinen Charakter voll toll? Ich finde deinen Charakter voll toll. Danke, Raya. Ich glaube, du wolltest das sagen. Arr. Ja. Ich finde ihn auch mega toll und das ist nur die Star Stable-Version von ihm. Es gibt ja noch die Starfield-Version. Genau, dann gehe ich mal Licht sammeln. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch machen oder einfach ein bisschen leveln, ein bisschen questen, was auch immer. Und ja, ich bin sowieso süchtig nach diesem Account. Äh, genau. Also wenn ihr Chris da in Star Stable schon toll findet, wie findet ihr ihn dann so wie er dann wirklich aussieht? Also wenn es nach dem geht. Ich meine, er hat ein sehr ähnliches Outfit in Wirklichkeit. Und ja. Oh Gott, ich bin so in meiner Welt drin, dass ich irgendwie vergesse, dass ich gerade am Streamen bin.
Ähm, ich hoffe, es hat keine zu große Auswirkung. Okay. Zeig es doch mal, wie er dann wirklich aussieht. Könnte ich jetzt machen. Ich habe nämlich jede Menge Bilder von ihm. Unter anderem ein richtig gutes Porträt, das ich auf das Cover von meinem vierten Buch gepackt habe. Ähm, ja, also er wollte da keinen, oder vielleicht schon, aber der Spielwechsel kommt vielleicht erst später oder morgen oder so. Mal sehen. Und dann könnt ihr es wirklich sehen. Ja, oder ich zeige jetzt euch einfach mal einen Screenshot von ihm. Zwar ohne Sonnenbrille, aber... Wohl, er hat dort auch eine Sonnenbrille. Moment, kann ich wieder anziehen. Sag doch die Bilder, ich bin interessiert sehr. Okay, ich schätze mal, Luna hat einen Netzi. Moment, wenn ich jetzt... Ich getraue mich nicht, die Windows Home-Taste zu drücken, weil da ist dann mein voller Name da und... Ja, obwohl eigentlich nichts passieren sollte. Okay, wie kann ich euch die Bilder zeigen? Ähm, soll ich es im Stream zeigen oder soll ich es auf Discord hochladen? Ich heule gleich. Luna, warum? Was ist los? Alles okay bei dir? Okay, Discord oder Stream? Was wollt ihr? Also ihr habt ja beide Zugriff auf meinen Discord-Server, also sollte das kein Problem sein. Tschüss, Twinkle. Netzi. Ah, deshalb. Oh nein. Ja, ich dachte mir schon, dass du plötzlich die Gruppe verlassen hast. Okay, Leute, diesen Stream widme ich komplett meiner Geschichte. Stream. Okay, du möchtest diesen Stream sehen. Bin gleich wieder da. Okay, Luna. Dann, hoffe... Ja, man sieht's nicht perfekt. Ich bin gerade ein bisschen nervös. Oh Gott. Wo finde ich das jetzt? Moment, ich muss kurz Steam öffnen, weil ich da meine Screenshots habe. Also, wollt ihr ihn mit Sonnenbrille sehen oder ohne Sonnenbrille? Oh mein Gott, ich habe heute so viele Screenshots gemacht. Ich habe da ein Porträt von ihm und das finde ich richtig, richtig gut. Beides. Okay, einmal mit Sonnenbrille, habe ich da ein gutes Bild von ihm. Das hier ist eigentlich noch gut. Die sind alle gut, das ist das Problem. Das hier. Ich glaube, ich zeige das kurz, dann wechsle ich da kurze Szene in Ops. Also OBS. Wollte mit Charakter schaffst du mich. Wolke mit Charakter schaffst du mich. Okay. Ja, es ist extrem spannend. Gut, also, ich hoffe, ihr seht jetzt da nicht den falschen Monitor. Ich bin nervös, soll ich das wirklich zeigen? Also einmal zuerst mit Sonnenbrille. Wenn das okay ist, ich hoffe, dass da alles funktioniert. Meine Güte. Oh mein Gott, ich bin so nervös. Weil ich habe noch nie einen meiner Figuren gezeigt. Ähm, genau, ich warte hier noch schnell auf eine Antwort oder so, vielleicht kommt da noch was. Also Luna, bist du jetzt auch noch da im Stream oder nur in SSO weg oder komplett weg? Okay, das macht keinen Sinn, wenn sie nicht mehr im Stream ist, dann... Okay, also wenn ich ihn nicht jetzt zeige, dann werde ich ihn wahrscheinlich nie zeigen. Und da ist Quinn. 91 gab es wohl. Was? Okay, danke an diese 91. Person. Danke vielmal, wer auch immer das war.
Liebe geht raus an dich und an die anderen 90 natürlich ebenfalls. Ebenfalls, Entschuldigung. Freut mich sehr, dass ihr alle mit an Bord seid. Wortwörtlich sogar. Also, Leute, wollt ihr Chris mit Sonnenbrille sehen? Steam. So. Okay, vielleicht ist dieses Bild nicht gerade das Beste. Ähm, lustig, ich sehe daneben an, was in SSO passiert, obwohl ich SSO gerade nicht offen habe. Genau, in einem Spiel bin ich unter einer Straßenlaterne gestanden, weil dort die beste Beleuchtung war. Und dann habe ich jede Menge Screenshots. Okay, es ist ein Screenshot aus Starfield. Seid ihr bereit? Da, das ist Chris. Mit Sonnenbrille. Dann habe ich noch ein mega gutes Porträt ohne Sonnenbrille. Wenn ihr das auch sehen wollt, dann zeige ich euch das. Oh mein Gott, ich bin so nervös. Genau. Ja, nice. Yep. Eben da die braune Jacke, die Sonnenbrille, die Haare. Eigentlich hat er auch hellbraune Haare, aber jetzt weiß ich, in welche Richtung es gehen geht. Cool. Genau, wollt ihr ihn noch ohne Sonnenbrille sehen oder reicht das? So, so sollte jetzt perfekt. Das ist voll gut getroffen in so. Ja, ich hab's versucht. Also Luna möchte noch das Porträt sehen von ihm. Genau, dann ziehe ich da mal kurz die Sonnenbrille aus in SSO. So. Okay, Raya, würde dich das Porträt auch interessieren? Oder weniger? Genau, die Schuhe muss ich noch ändern, weil im Spiel hat Chris braune Schuhe. Was versuchst du, hast es geschafft? Ja, die Haare stimmen nicht ganz überein. Eigentlich hat er ja hellbraune Haare und nicht dunkelblond, aber die einzigen hellbraunen, kürzeren Haare, die sind vom Schnitt her nicht gut. Sicher. Okay, äh, also dann wollte ich noch ohne Sonnenbrille einfach das ganz normale Porträt mit weißem Hintergrund sehen. Soll ich dir die Bilder schicken? Gerne, Luna. Ähm, genau. Okay, gut. Ich glaube, bevor ich queste, sollte ich dann noch mein Inventar kurz aufräumen. Okay, Leute. Oh Gott, ich bin wahrscheinlich gerade knallrot im Gesicht, weil ich wirklich ähm, einen meiner Figuren gezeigt habe. Und ja, gut, dass ihr mich jetzt nicht sehen könnt. Äh, ja. Okay, jetzt starre ich einfach wie gebannt auf den Chat und, also nicht auf Chat, sondern auf den Chat. Weil, ja, das war jetzt weird, ich weiß, ich bin weird. Äh, genau. Ähm, ja, also wollt ihr das Porträt noch sehen? Ja oder nein? Weil dann würde ich unterdessen noch Licht sammeln.
Wie ist Chris vom Charakter her? Er ist ein Draufgänger, also er ist ein bisschen frech und aber auch hat so eine sehr emotionale Seite, sobald es um seine Heimat geht. Und ja, und eben er ist frech, er ist draufgängerisch, ähm, ja, er ist gegenüber Freunden sehr loyal und ja. Und mal schauen, wie er sich dann entwickelt in meiner Geschichte. Gwen ist ein sehr feiner Junge, aber er kann auch sehr liebenswürdig sein und sensibel. Oh, das klingt aber auch toll. Also er ist so ein bisschen ein ruhiger, während Chris voll aufgedreht ist und so einen auf stark tut. Und ja, und einfach so ein bisschen frech ist. Vor allem gegenüber Chad ist er auch ziemlich wie sagt man, nickisch, wenn jemanden ein bisschen nickt. Genau. Vor allem die beiden provozieren sich gegenseitig, also auf freundschaftlicher Basis, was sie noch enger zusammenbringt. Und ja, irgendwie geht es in meiner Geschichte nur noch um Chad und Chris. Ich glaube, Chris wäre wilder als Quinn, aber Quinn hat auch seine wilde Seite. Ja, er ist sehr wild. Und ja, wie ist denn Quinn so drauf, wenn er wild ist? Okay, hab Geschichte. Ich schau gleich mal Luna. Ich bin jetzt gespannt. Jetzt habe ich aus Versehen mein Mail geöffnet. Ich glaube es nicht. Oh. Okay, Katja fasst ihm irgendwie ins Gesicht. Unsere Pferde. Ach, cool. Auch mal spannend, die Sicht von jemand anderem zu sehen. Chad ist männlich oder weiblich? Er ist männlich. Also Chad, ich glaube, Luna weiß, wie man schreibt. C-H-A-D. Also wie Chat, einfach mit einem D. Das ist ein normaler männlicher Vorname im englischsprachigen Bereich. Bei meinem Bild frisst dein Pferd meins. Ja, ich schaue es mir gleich nochmals kurz an. Ja, oh, oder knabbert. Ich weiß nicht, ob das Pferde machen, dass sie sich gegenseitig anknabbern. Aber irgendwie sieht es für mich danach aus. Irgendwie richtig süß. Unsere beiden Audras. Genau, jetzt kommen wir so langsam in die tiefen Ebenen meiner Figuren. Also wir haben Chad, wir haben Chris und ja, Mist, das geht da unten lang. Wart auf mich, ihr Licht. Also, was ist das? Da. Darf ich fragen, ob dein Charakter etwas mit zu tun hat? Nur zwei davon, aber Chris und Chad haben damit nichts zu tun. Aber die zwei anderen, genau. Also Chris und Chad sind einfach nur sehr unzertrennliche Freunde, während die anderen beiden ein bisschen mehr sind als Freunde. Knabbern heißt für die Pferde, ich hab dich lieb. Oh, dann mögen unsere Pferde sich. Oh, wie süß. Dann machen die das ja wirklich. Nein, Luna hat wieder ein Netzi. Oh, das ist ärgerlich. Okay, ich schätze mal, das Porträt von Chris bleibt aktuell noch geheim. Weil, als ich euch gefragt habe, kam da kein Interesse. Genau. Aber das ist auch okay. So. Die Rennen habe ich heute, glaube ich, schon gemacht. Genau, ich könnte Stallarbeiten machen, um den Ruf in Wildale zu erhöhen. Ein bisschen Vorbereitung für das Dinotal zum Freischalten, weil da muss man, glaube ich, beliebt sein in Wildale.
dass man die Quest bekommt. Was bleibt geheim? Das Porträt von Chris. Also sozusagen sein, man könnte sagen, sein Bewerbungsfoto oder so. Mit weißem Hintergrund, ohne Sonnenbrille, einfach nur er selbst. Irgendwie habt ihr da bei meiner Frage nicht geantwortet, was aber auch völlig okay ist, weil man muss dann natürlich nicht. Zeig mal. Nur wenn Raya das auch sehen möchte, aber muss natürlich nicht, also. Also ich habe Interesse an dem Porträt, zeigt nur. Okay, dann zeige ich es. Ich habe Steam da noch offen. Also das ist das mit Sonnenbrille und hallo, ich würde da gerne zurück, danke. Wo ist das? Da ist es. Ich finde es mega, mega toll. War gerade auf Discord. Ah, okay. Also seid ihr bereit, Leute? Ich habe es da gerade offen. Ähm, und Frau Wolke wird wieder nervös. Okay, ich sehe gerade Katja so, Luna ist gerade neben mir, obwohl ich es so gerade nicht offen habe. Okay, ich warte noch, bis da jemand sagt, let's go oder so, weil, äh, ja, ich bin nervös, okay? Also es sind ja eh nur ihr beide aktuell dabei, also ist es jetzt nicht allzu schlimm. Ja, okay. Ähm, let's go. Dann gehe ich da kurz zurück. Also ich habe da jede Menge Bilder von ihm. Also ich zeige euch da mal Szene 1. Da. Das ist das Porträt von ihm. Ja, wie findet ihr ihn? Also er hat so richtig diesen draufgängerischen Blick irgendwie und ja. Okay, ich wechsle schnell wieder zurück. So. Genau, das ist Chris. Ja, los. Okay, genau, dann kam jemand Drittes dazu. Na toll. Egal. Ui. Was? Ui? Gut, nicht gut, mittel, schlecht oder was ist eure Meinung zu ihm? Jetzt habt ihr ihn mit Sonnenbrille gesehen und einmal ohne. Mein Gott, wenn jetzt ein negativer Kommentar kommt, dann schalte ich den Stream aus. Er sieht ja ganz schön fresh aus. Ja, das ist er auch. Genau. Ich habe zuerst frech gelesen, was aber auch stimmt. Ganz schön fresh. Und Raya, schick, okay. Äh, ja, jetzt habt ihr ihn mal gesehen. Jetzt kann ich da die Sonnenbrille wieder anziehen. Er wäre der Typ, der in Jurassic Park überleben würde. Ja, tatsächlich. Also er hat wirklich schon einiges überlebt, weil, obwohl er eigentlich ziemlich körperlich nicht so stark ist wie normale Menschen, weil er ja nicht von der Erde ist. Also eigentlich, er ist schon ein ganz normaler Mensch, aber nicht auf der Erde zur Welt gekommen, sagen wir es mal so. Na gut, jetzt habe ich es aufgelöst. Er ist im Weltall auf die Welt gekommen, also auf einer Raumstation zwischen Erde und Mond. Vega 2 heißt diese. Und ja, und deshalb ist er anders gebaut als normale Menschen von der Erde. Und er ist der erste Mensch, der im Weltall geboren wurde. Also, ja. Und ja, komisch, dass das Weltall erst im vierten Buch dazu kommt, obwohl ich das Weltall schon immer geliebt habe. Genau. Aber ich möchte nicht, dass jemand diese Idee stiehlt oder so. Oh, das Ganze gibt nicht Star Trek Vibes. VIPs, Vibes. Ja, Star Trek kenne ich jetzt nicht, aber also vom Namen her sagt es mir was, aber geschaut habe ich es jetzt nie. Genau, jetzt bin ich wieder alleine in der Gruppe. Super. Samenwolke. Okay. Ja, jetzt habt ihr ihn mal gesehen, wie er wirklich aussieht und Luna umarmt sich da ständig. Okay, wow. Ganz ruhig alles im Luna, das ist alles im Globalchat.
Das sehen alle. Ich habe einen Charakter erfunden, oder besser gesagt ein Wesen, das ich auch nicht rausbringen will, weil ich Angst habe, es wird mir geklaut. Und wir sind uns immer ähnliche Wolke. Okay, Raya, jetzt wird langsam unheimlich. Ähm, hey, upsi, alles gut. Ähm, ja. Ja, also bitte stiehlt meine Idee nicht mit dem Erstgeborenen aus dem All, weil das ist mir sehr wichtig, weil es halt, ich weiß nicht, ob es diese Idee bereits gibt. Und wenn ja, dann ist es Zufall. Und wenn nicht, dann ja. Auf jeden Fall in meiner Welt ist er der Erste, der aus dem Weltall kommt. Und ja. Und ich mache dir wirklich nichts nach, du kannst mir wirklich glauben. Ich glaube dir, Raya. Und Luna auch und allen anderen. Aber vielleicht gibt es irgendjemand, der das mal sieht und denkt, oh, coole Idee, die übernehme ich. Ja, aber jetzt ist schon lange raus, also von dem her, ja. Nicht, dass dann diese Person vor mir dann das Buch veröffentlicht und dann sagt, das wäre seine Idee gewesen, dabei war es meine und ich komme dann hinter nach und dann heißt es, dass ich nachgemacht hätte. Gib mir Luna, komm schon. Da hast du. Du umarmst Katja Woodlands. Ich habe keinen Grund, deine Ideen zu stehlen. Ich habe meine eigene. Das ist gut, Raya. Das finde ich super. Jeder hat seine eigenen Ideen und ja. Eben und deshalb auch der Name von diesem Account, Spaceborn, weil, ja, Mr. Chris kommt aus dem Weltall von Vega 2. Und deshalb liebt er das Vega da in Star Stable so, weil es eben Vega heißt, wie seine Raumstation. Und zusätzlich heißt es noch Discovery, wie das Space Shuttle, das ihn zur Erde brachte. Kurz vor seinem 28. Geburtstag kam er dorthin. Werde deine Idee geklaut, den jage ich zu. Ui, ganz ruhig, ja. Ja, es kann sein, dass diese Idee bereits existiert oder so, aber ich hoffe nicht, weil wer kommt schon auf die Idee, dass jemand im All zur Welt kommt? Das ist eigentlich völlig unrealistisch. Also ich denke, in echt wäre das gar nicht möglich. Oder? Vielleicht schon, ich weiß es nicht. Aber in meiner Welt ist es realistisch, es ist wirklich passiert, in meiner Geschichte meine ich. Und ja, dann kann ich ja während dem Erzählen ein bisschen weiter Licht sammeln. Wenn es jemand klaut, komme ich mit einer Mistgabel. Und Fackeln. Mistgabeln und Fackeln. Nicht vergessen. Komm schon. Nein! Na gut, ich lasse es. Oh, die Pferde mögen sich ja wirklich. Oh, das ist cute. Okay, die Idee gibt es tatsächlich und zwar in Star Trek in den alten Folgen. Okay. Spielt denn Star Trek immer im Weltall? Also ist es dort nichts Ungewöhnliches? Oder Ähm, also in meiner Geschichte leben alle Menschen auf der Erde, außer halt Astronauten und so gehen durchaus mal ins Weltall. Captain Kirk wird während des einen Weltraumkrieges zwischen zwei Raumschiffen geboren, wenn sein Vater stirbt. Okay, spannend. Aber so zum Beispiel jetzt in unserer Zeit oder im 2000 oder so in den 90ern oder auch in späten 80ern ähm, Äh, jetzt habe ich den roten Faden verloren. Ja, also zur Zeit der späten 80er ist das passiert in meiner Geschichte. Genau. Bin wieder da, ein bisschen spät, aber egal. Alles gut, Skyler. Wir sind gerade mitten im Storytelling drin von meiner Geschichte. Ähm, ja, genau, ich habe den Account gewechselt. Jetzt bin ich auf Chris Spaceborn. Und ja, ein bisschen questen, ein bisschen Licht sammeln und einfach nur über meine Geschichte reden. Genau. Kann dir Star Trek ganz sicher mal empfehlen.
Okay, ja, es klingt interessant. Und ich bin sowieso extrem Weltall begeistert, aber kein, wie heißt es, Sci-Fi oder nein, ist es nicht eine Musikrichtung? Ähm, wie heißt das? Spielt in der Zukunft das Ganze? Okay, so Zukunftsmagie und so Sci-Fi heißt es, glaube ich, oder Sci-Fi oder wie auch immer. Das interessiert mich leider nicht, dass es Star Wars, Star Trek, glaube ich, gehört auch dazu. Solche Sachen sind eigentlich nicht so meins. Also, und meine Geschichte ist jetzt nicht wirklich unbedingt jetzt Sci-Fi. Oder ich weiß nicht, wie man das sagt, es tut mir leid. Ähm, genau. Ja. Die steht immer noch da, okay. Und nicht fließend questet. Hab jetzt keinen Bock mehr, aber zwing mich trotzdem Hauptquest zu machen. Also, du musst dich dazu gar nicht zwingen, Skylar. Und ja, aber mach's nur, wenn es wirklich Spaß macht. Sonst macht es nicht wirklich Sinn, sich da durchzuquälen. Ich will mehr über deinen Charakter wissen. Über Chris oder über Chad oder über Pete oder über Manu oder über jemand anderen. Es gibt zwei Folgen, eine alte und eine neue Folge. Die einzige mit Captain Kirk und die andere mit Captain Picker oder Picer oder wie man es ausspricht. Okay. Also insgesamt nur zwei Folgen mit diesen Personen. Will unbedingt Level 23 werden. Das ist ein cooles Ziel. Ja, dann mit dem Ziel ist es ein bisschen einfacher, zum die Story zu machen. Ich halt einfach das Ziel vor Augen und dann wird das schon. Genau. Ich habe vorhin extra noch meine Wasserflasche aufgefüllt und ich habe noch keinen einzigen Schluck davon getrunken. Es ist wieder so typisch. Okay, was auch immer dieses Pferd da unten jetzt gerade gemacht hat. Über alle. Okay, ich glaube, irgendjemand hat mir gerade auf Discord geschrieben. Kann das sein? Oh, mehr Bilder von unseren Pferdchen. Oh, wie cool. Ah, das war jemand anderes. Okay. Ja, ist gut, Discord. Ich mag dich auch. Entspeichern. Oh nein. Okay, sorry, mehrere Staffeln. Okay, also du möchtest alles über meine Figuren wissen. Also über alle Figuren meine ich. Also über Chris wisst ihr jetzt schon am meisten. Aber ich möchte gerne noch mehr von ihm erzählen. Ja. Ähm, genau. Also mit knapp 28 Jahren kam Chris auf die Erde mit dem Space Shuttle Discovery und ein paar anderen, die von Vega 2 kommen, also von der Raumstation. Und ja, er hat dann riesige Probleme, weil er eben keine Schwerkraft kennt und kann dann kaum sitzen, kann am Anfang nur liegen. Und dann beginnt er mit Star Stable, um sich ein bisschen abzulenken und alles. Und ja, 15 Fotos heute. Das ist ein bisschen viel. Okay, ups. Ich glaube, genau, das geht da runter. So.
Okay, ich brauche einen Schluck Wasser, Leute. Moment. So, genau. Also es macht wirklich riesigen Spaß, über meine Geschichte zu reden. Deshalb möchte ich unbedingt einen Stream machen, bei dem ich wirklich meine Geschichte... Dass ich das jetzt nicht einsammeln konnte, hat mich jetzt gerade ein bisschen genervt. So, jetzt habe ich's. Ich habe zu viele Charakter. Ich glaube, ich könnte niemals alle Charakter in einem Video zusammenfassen. Wie viele sind es denn, Raya? Also solange du den Überblick behältst, ist doch alles gut. Dann wird es entweder ein mehrteiliges Video oder ein sehr langes. Ich wäre bei beidem mit dabei. Okay. Also ich weiß nicht, ob es jetzt egoistisch ist, wenn ich nur über meine Figuren erzähle. Zwischendurch mal auf das eingehe, was ihr schreibt. Oder eure Meinung dazu und so. Also eben, Chris ist mit knapp 28 Jahren zur Erde geflogen, zusammen mit ein paar, wie gesagt, ein paar anderen, die auf der Raumstation waren. Und das war mit der Discovery. Die gibt es in echt tatsächlich. Die steht in einem Museum in Amerika. Ich will die unbedingt mal sehen. Aber für das muss ich dorthin fliegen. Ich will nicht fliegen. Ich habe Angst. Also so kacke. Ich habe alle Nebenquests gemacht. Entweder haben sie aufgehört oder es ist Tagesblocker. Jetzt habe ich nur noch die Hauptquest, aber auf die habe ich keinen Bock. Oha, dann hast du wahrscheinlich wirklich alle Nebenquests gemacht, was es gibt. Oder so, ich weiß nicht, aber es sind schon eine rechte Menge. Hast du zum Beispiel Night Dust oder Bunker Quest bereits gemacht, Skylar? Genau. Leo ist da. Oh, so, ähm, richte ihm einen Gruß von mir aus und knuddel ihn für mich. Leo ist ein sehr guter Junge. Ich bin auch mal da. Willkommen zurück, Lev. Schön, dass du wieder da bist. Ich habe den Überblick über alle Charakter, die ich jemals erfunden habe, schon verloren. Oh, so wie ich bei meinen SSO-Accounts. Okay, never mind. Beides schon erledigt. Okay, dann bist du ja schon mega weit. Insgesamt habe ich 3 Geschichten. Eine spielt in Star Stable, eine Elfenquest und eine spielt in der ganzen Welt. Cool. Also ich habe auch schon insgesamt, glaube ich, 2 verschiedene Geschichten geschrieben, also in 2 verschiedenen Welten. Die eine spielt in Minecraft und die andere, wie gesagt, in GTA. Und ja, konnte heute nicht am Buch schreiben, waren bei Oma und Opa. Oh, okay, ja, Familie geht vor. Aber ich habe auch schon meine Geschichte geschrieben, als ich bei meinem Großvater mit meiner Familie war. Aber das bleibt unter uns. Und auch wenn es öffentlich ist, ist mir egal. Ich habe dort wirklich geschrieben. Genau, also wir reden jetzt so gerade schon die ganze Zeit über meine Geschichte, so über Chris und Chad und die anderen. Aki ist auch ein guter. Unsere Hunde forever. Ja, Hund ist forever, besonders unsere beiden. Und die meiner anderen Zuschauer. Wir sind alle die Best Boys. Und Aki ist ein sehr guter Junge, auch wenn vielleicht ein bisschen unerzogen, weil er hat meine Balkontür markiert. Ja. Und er hat sich dann sogar noch gefreut. Und ich fand das so süß. Ich konnte ihm gar nicht wütend sein. Ich glaube, das geht dahin. Best Boys or Girls. Aki ist ein Junge. Von mir auch. Ähm, was genau? Ich habe den Zusammenhang leider vergessen. Tut mir leid. Hab Langeweile. Oh je. Na dann kannst du ja jetzt ein bisschen schreiben, wenn du Lust drauf hast. Oder Star Stable. Oder was auch immer. Oder ein anderes Spiel.
Oder ja, darf nicht. Schreiben? Also du darfst nicht schreiben, oder? Was darfst du nicht? Star Stable. Ich glaube, das kommt da wieder zurück. Genau da. Also darf jetzt nicht schreiben. Warum denn nicht? Kannst du einfach am Handy etwas schreiben oder... Also ich schreibe meine Geschichte am Handy vor allem und am PC. Also ich wechsle je nachdem, auf was ich gerade Lust habe, wechsle ich ab. Also manchmal habe ich immer so die Notizen-App geöffnet und dort einfach losgeschrieben. Das kann man jederzeit machen, wenn man möchte. Das ist voll die schöne Stimme. Danke dir, Skylar. Danke vielmals. Das ist mega, mega nett von dir. Weil es zu spät ist und habe kein Handy. Okay, dann nehme ich es wieder zurück, was ich gesagt habe. Ähm, naja, dann. Aber wie kannst du denn gerade YouTube schauen? Hast du ein Tablet vielleicht? Oder bist du am PC oder Laptop? Also es macht mir wirklich Bock, mal wieder an meine eigene Geschichte herumzuschreiben. Genau, Raya. Dann hoffentlich kann ich euch dazu motivieren. Und dann, ja. Und vielleicht schreibe ich heute Nacht auch weiter. Mit Betonung auf Nacht, weil ich vielleicht noch eine ziemliche Zeit lang streamen werde. Es geht jetzt doch schon 2 Stunden. Genau. Übers Tablet. Okay, dann kannst du doch auch auf dem Tablet schreiben. Ist vielleicht ein bisschen mühsam, aber es geht bestimmt. Oder je nachdem, wo du deine Geschichte gespeichert hast, dann kannst du dich vielleicht ein bisschen hinlegen und ein bisschen überlegen, was so passieren könnte und alles in deiner Geschichte. Und dann, ja, einfach nicht vergessen. Bitte einen Stream über den Rekord. Das weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Weil je nachdem, ob dann andere noch da sind oder nicht, mache ich keinen Streaming-Rekord. Genau. Aber 6 Stunden waren schon happig, muss ich sagen. Aber rein theoretisch könnte ich 12 Stunden am Stück streamen. Genau. Hallo Twinkle und tschüss Twinkle. Okay. Also, aber jetzt ist die große Frage, ob ich bereits schon eine richtige Autorin bin oder noch immer eine Hobbyautorin. Du kannst dich doch bei den SSO Winter Days bewerben. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Ja. Ich glaube, der geht da wieder zurück. Weil du machst echt schöne Streams. Oh, das ist lieb von dir, Lev. Aber die Frage ist, sehen das andere auch so? Oder es gibt ja solche, die meinen, ich hätte einen komischen Akzent und deshalb bin ich da lieber vorsichtig, weil es gibt einige, die meinen Akzent nicht mögen und es gibt solche, die ihn mögen. Dann kann es sein, dass andere dann bei mir wegschalten und diese Stunde abwarten, bis dann jemand anderes dran ist. Vor dem habe ich ziemlich Angst, dass etwas passieren könnte. Und ja, deshalb bewerbe ich mich da nicht. Oder vielleicht nächstes Jahr oder so mal schauen, ob es die dann noch gibt. Ich finde, du machst die besten Streams ever. Danke, Skylar. Und danke, Lev, euch beiden. Ähm, ja, ich bin einfach ich oder versuche ich zu sein und ja. Und man versteht dich auch, wenn man kein Schweizerdeutsch kann. Ja, aber es wurde live gesagt in einem anderen Stream, dass mein Akzent komisch ist und deshalb ist diese Person bei mir unten durch. Ich sage jetzt keine Namen, aber es ist wirklich ja etwas respektlos. Einfach zu sagen, die hat auch so einen komischen Akzent und ich so danke, bist erstmal vor deiner eigenen Haustür. Irgendwie hätte ich Bock, Chris und Grün oder Quinn mal zu kombinieren. Die zwei würden bestimmt mega gut zusammen miteinander klarkommen. Bestimmt. Quinn so mit seiner etwas feinen Art und so und dann kommt Chris der Draufgänger. Was ist dein Lieblingsort in SSO? Südhof. Ganz klar. Ich liebe Südhof
extrem. Also es gibt auch andere schöne Orte da in SSO, aber Südhof bei mir auf die Eins. Okay. Also ich finde es toll, wie ihr alle so lieb seid. Ich hatte bereits auch schon jemanden, der nicht so nett war in meinem Stream. Und ja, das war das erste Mal, als ich an einem Freitag gestreamt habe. Da kam so ein komischer Typ rein und vielleicht mitten in der Pubertät und ja, war etwas seltsam und hat dann beleidigt und dann habe ich den rausgekickt. Weil Negativity können wir da nicht brauchen. Wir sind dafür positive Stimmung zu verbreiten und alles. Und ich bin allgemein ein sehr positiver Mensch meistens. Meins ist Red Point, weil es da so schön magisch ist. Oh, cool. Ja, Redwood Point ist auch sehr schön. Ähm, ja, aber vielleicht in meinen Top 3, aber nicht Top 1. Genau. Ups, nein, bitte nicht. Komm schon. Starfield. Gut. Okay. Ich glaube, das ist das. Ja, das geht darum drum. Perfekt. Dann nehme ich wieder einen Schluck Wasser und warte da kurz. Und weiter geht's. Ich hasse meinen Bruder. Oha, Luna. Was los? Aber das legt sich bestimmt wieder, oder? Ups, das wollte ich eigentlich einsammeln. So, komm her, du Licht. Genau, also, dann habe ich noch 5 weitere Figuren neben Chris. Und ja, ich kenne über jemanden aus Deutschland, die durch so Schweizer Streams und so gelernt hat, Schweizerdeutsch zu verstehen und random, aber ja. Oh, cool. Ja, Deutsch, ich könnte eigentlich ziemlich gut Schweizerdeutsch lernen. Meine ehemals beste Freundin mit Betonung auf ehemals. Ähm, hat auch plötzlich perfekt Schweizerdeutsch geredet. Ich erstaunt, dass nur 6 Leute gerade den Stream schauen. Ja, ich bin noch nicht so bekannt, darum. Aber stört mich nicht. Ich bin lieber ein bisschen mit weniger Leuten unterwegs, dafür treue Zuschauer. Und dann kommt man auch immer nah zum. Wieso reite ich jetzt da auf? Genau, zum eure Nachrichten können vorlesen. Genauso bei vielen bin ich jetzt wahrscheinlich unten durch, weil jemand meine Worte im Mund verdreht hat. Quinn kann draufgängerisch sein, aber er ist hauptsächlich auch sehr frech und macht auf dumme Scherze mit Tai. Okay, oh mein Gott. Quinn und Chris würden perfekt zusammenpassen. Genauso wie Chris und Chad. Ähm, Chad ist so ein bisschen der viel redet und emotional ist oder reagiert. Also er trägt wortwörtlich das Herz auf der Zunge sozusagen. Also nicht wortwörtlich, meine Güte. Aber ja. Aber dann sind sich die beiden extrem ähnlich. Quinn und Chris. Das finde ich cool. Er ist ohne zu klopfen in mein Zimmer. Ich habe ihn dann
mit einer Socke beworfen. Der nimmt die Socke und wirft sie in den ersten Stock hinauf. Oh nein, das ist nervig. Naja, kleine Brüder eben. Oder älter, oder ich weiß nicht. Ich glaube, das mal gesagt, aber ich bin mir leider nicht mehr so sicher. Top 3 Lieblingsorte in SSO. Erstens Red Point, zweitens diese verlassene Farm bei den östlichen Hängen, drittens Welldale. Okay, spannend, Liv. Cool. Aber die verlassene Farm als Lieblingsort, also als Top 2, ist etwas speziell. Aber wenn es dir gefällt, dann go for it. Why not? Upelad, was war das gerade für ein Sprung? Starfield, alles okay bei dir? Kleiner Bruder, 6-jährig. 6-Jährige sind schrecklich. Oje, aber nur Geduld, Luna. Er wird dann schon er wird schon älter. Und ja, wenn ihr dann so, keine Ahnung, so alt seid wie ich, dann lacht ihr drüber. So, komm her, du, ihr Licht. Bleibst du stehen? Arbeite im Moment mit einer Freundin an einem Club, streiten fast schon übers Club-Outfit. Oh, oh je, dann könnt ihr euch da nicht einig werden, oder? Okay. Genau. Also eben, ich habe, warte, sind es jetzt wirklich 6 oder waren es 5? Also die 4. Also Chris, Manu, Pete, Chad, Hansur. Nein, es sind 5, nicht 6. Ich habe sozusagen 5 Figuren, die immer wieder vorkommen. Also sozusagen die Hauptfiguren. Und ja, dadurch, dass Quinn seinen Vater schon ganz früh verloren... Ui, schreibt nicht so viel, Leute. Leute, ganz ruhig. Verloren hat, er früh in einen Gefallen, die mit seinem ganzen Leben mitgeschleppt hat. Oh, okay, cool. Noch viertens Koblenzel, fünftens Sturmfahren. Okay, cool, Liv. Und, aber schön, dass Quinn da wieder rausgekommen ist. Das ist schön. 92 Abgaswolke. Oh mein Gott, danke Leute. Ihr seid wirklich die allerbesten. Wie lange streamst du noch? Sicher noch bis um halb 11 oder so. Mindestens. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Ja, vielleicht höre ich auch vorauf, wenn meine Stimme nicht mehr mitmacht. Oder mal schauen. Also es macht auf jeden Fall riesig Spaß mit euch. Deshalb möchte ich nicht sofort aufhören. Mit dem Stream. Deshalb, ja. So. Du bist die allerbeste. Danke, Luna, du aber auch. Und alle anderen, die zusehen, ebenfalls. Ohne euch hätte ich es nie so weit geschafft. Ich würde sagen, wie sagt man? So, warte, das eine Sprichwort passt gerade nicht so, aber die Community trägt sozusagen den Kanal. Also ohne euch ist das alles gar nicht möglich. Also ein riesiges Danke, also wirklich ein weltallgroßes Danke geht raus an euch alle. Jeder einzelne von euch, der mich da unterstützt. Ihr seid wirklich einfach die Besten. Kurz Snacks geholt. Okay, dann guten Appetit, Liv. Dieses Irrlicht geht entweder dahin oder dahin, eins von beiden. Dahin, okay. So. Und ganz ehrlich, ich hätte nie gedacht, dass ich so nah an den 100 bin. Vor allem mit meinem Schweizerdeutsch. Hätte ich nie gedacht. Aber ja, vielleicht bleibt es auch so in den 90, im 90er-Bereich, aber naja, stört mich nicht.
Ich finde es schön, wenn ich da so meine Community habe und ihr mich da unterstützt und kommentiert und schreibt und alles. Ich find das super. Es macht auch mega Spaß und motiviert mich. Genau. So. Also Quinn konnte, als er auf Jorvik kam, ging wieder ein wenig runter, aber sie kommt auch wieder mal hoch. Ja, das ist eigentlich ziemlich realistisch, Raya. Ja. Hab gerade mein Chill-Outfit gesucht. Ich habe es an. Oha, der Klassiker, Luna. Man sucht etwas, aber hat es schon die ganze Zeit dabei. Ist mir auch schon so oft passiert. Farbverlauf mit Herzen, was Dankeschön. Oh, wie süß, Lev. Ist ein schöner Farbverlauf. Ich check wieder mal nicht, was ich bei der Quest machen muss. Läuft ja wieder mal super. Oh nein. Also vielleicht nochmal den Quest-Log durchlesen. Vielleicht startet ihr einen Hinweis oder schnell Relog und alles nochmal schnell durchlesen. Vielleicht hilft das. Genau. Genau, welche Quest? Vielleicht kenne ich sie, dann kann ich dir helfen. Upp. Voll in die Steine rein. Super. Armer Star. Du bist eine Stute oder bist ein Hengst? Ein zeitloser Hengst, okay. Ein armer Starfield. Volker, ich muss auch dir danken, weil ich denke, dass viele Abonnenten von dir auch zu mir rübergekommen sind und mich abonniert haben. Ja, gegenseitiger Support natürlich und die sehen, dass du da auch im Chat, also im Livestream super sympathisch bist und eigentlich klar, dass sie dann zu dir rüber switchen. Aber das ist auch wirklich mehr als verdient, Raya. Du machst auch super Content. Und mach einfach weiter so. Auch Luna und alle anderen, die auch YouTube machen, einfach dranbleiben, macht das, was ihr wollt. Und ja, bin gleich wieder da, Katzen füttern. Okay, viel Glück, Luna, bei deinen 15 Kätzchen. Sag allen einen Gruß von mir. Wann ich es steht, ich muss an Erinnerungen sammeln. Also die Quest heißt in ein einst geliebtes Erinnerungen führt an. Ähm, Ich weiß es gerade nicht mehr. Also auf jeden Fall Hauptquest, aber ich kann mich leider nicht daran erinnern. Ja. Vielleicht gibt es irgendwo etwas, was so aussieht wie Catherines Erinnerungen. Vielleicht irgendwie so etwas. Oder ja. Katzenfüttern ist doch schön. Ja, das finde ich auch. Ähm, Als ich das erste Mal eine Katze gefüttert habe, habe ich mich richtig gut gefühlt. Ähm, ja, es war so ein schönes Gefühl, einem Lebewesen etwas zu essen zu geben, dass es dann auch isst. Also, ja. Warte, 15 Katzen. Ja, Luna hat gesagt, sie hat 15 Katzen. Deshalb viel Glück an Luna. Sie wird es brauchen. Ja. Ah, oh, das. Oh, pf. Ah, oh, hast du jetzt gecheckt. Ah, super. Dann geht's bei dir weiter mit der mit der Hauptquest. Wolke leider nur noch 14. Oh, oh, mein Beileid, Luna. Das tut mir so leid. Aber lenk dich ein bisschen ab, das hilft. Einfach ablenken und dann. Ja. Ich habe zum Glück noch nie selbst ein Haustier verloren durch diesen Grund, aber
eben, ein riesiges Beileid geht raus. Sagt man das so? Äh, vielleicht. Aber ja, so ist leider das Leben. Wie viel Licht hat. Okay, wie. Hä? Wie komme ich jetzt schon wieder zu fast 1000 Licht? Wie ist das jetzt wieder passiert? Ich habe schon 7 verloren. Oh je, ja, so ist es leider. Katzen leben nicht so lange wie Menschen. Und leider Hunde sogar noch weniger lang. Ja. Ich will keine Pferde-XP. Mann, ich habe da eine Fruchtfliege, die nicht weg will. Also wenn irgendetwas komisch klingt, das ist die Fruchtfliege. Nehmen wir mal das hier. Und was ist das da? Ehrlich zeigen wir jetzt. Ich hätte vielleicht besser das da oben nehmen sollen. Kann ich? Mist. Okay, danke euch. Gerne doch, Luna. Immer wieder gerne. Ich hätte das oben machen sollen und nicht das untere mit den Irrlichtern. Das ist gerade ein bisschen doof. Aber was soll's. Irgendwie lustig. Ich mache genau das nicht, was ich in die Stream-Beschreibung geschrieben habe. Also ich level nicht und ich queste gerade nicht. Ich bin einfach nur da am Licht sammeln. Es ist wieder so typisch. Ich mache einfach alles, aber nicht das Geplante. Wow. Genau. Und schon wieder ein Irrlicht. Ist das, wo da... Moment, wo geht es hin? Nur so einem Baum. Ich glaube da. Genau, ich glaube es kommt da hin. Und da kommt es schon. Hallo Irrlicht. Genau, also zurück zum Thema, wo ich ja ursprünglich da angeschnitten habe mit meiner Geschichte und so. Ich weiß nicht, ob ich zu viel über Chris verraten möchte, weil es könnte ja sein, dass irgendjemand dann meinen Charakter stiehlt, was ich aber nicht will. Deshalb lasse ich gewisse Details mal aus, bevor jemand auf diese Idee kommt. Und dann fehlen dieser Person diese Details und dann, ja. Genau, aber so schön entspannt, Licht sammeln und bei über meine Geschichte reden, das ist doch auch was Schönes. Nein, nein, bitte nicht. Genau, und sonst so alles gut bei euch? Läuft alles wie es sollte? Alles in Butter? Hallo Twinkle. Tschüss Twinkle. Ein Irrlicht. Wo geht das hin? Irgendwo da hinauf, ja. Nein, was bleibst du stehen, Starfield? Okay.
Also, wo gehst du hin? Okay, Leute, wir brauchen wieder etwas zum Reden, zum Quatschen. Äh, ja. Weil ich merke, ich blühe da richtig auf, wenn es um meine Geschichte geht. So, ja. Ich habe zwei Meerschweinchen, das eine ist gestorben, jetzt haben wir das Neue, aber das andere frisst nicht mehr so richtig und nimmt ab. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich frisst nicht mal richtig sein Lieblingskörnerfutter. Oh nein, denn entweder liegt es am Alter oder weil er das andere vermisst. Das kann auch sein. Also ich kenne mich mit Meerschweinchen leider überhaupt nicht aus. Ich habe noch nie gehabt. Darum, ja. Hoi du? Blöck, blöck. Okay, den lassen wir da mal stehen. Als Quinn noch die alte Frisur hatte, war er viel wilder und verrückter. Das ist spannend, weil was Frisuren so ausmachen können bei den Figuren. Ah, diese Musik ist so schön. Einfach mal nur die Atmosphäre genießen. Ah, da ist Quinn. Hallo Quinn. Ich gehe jetzt kurz da beim Baum hin, weil da das Irrlicht hingeht. So, genau. Ähm, er ist 3 und in diesen 3 Jahren ist er eigentlich fast nur mit dem, der gestorben ist, zusammen gewesen und er bewegt sich nicht mehr so richtig nicht. Emil, wenn ich ihn versuche, nicht einmal, wenn ich ihn versuche umzutreiben und versuche ihn zu lüpfen. Oh nein. Also ist 3 jung oder alt für ein Meerschweinchen? Ich weiß leider gar nicht. Ähm, was hast du denn eigentlich sonst so für Rösser? Robin Crown. Cool. Ein Irish Cob. Riume. Genau, das ist, Riume ist, glaube ich, der eine Drache. Cool. Okay, Moment, die Lautstärke ist, ja, das ist schon auf voller Lautstärke. Willst du mal meine Pferde sehen, Wolke? Gerne. Dann sehe ich sie ja auch mal so vom Aussehen her. Moment, wir müssen erst doch in dieselbe Gruppe, dass du mich einladen kannst. Aber bitte keine Freundschaftsanfragen auf diesem Account, weil es bringt uns alles durcheinander. Okay. Bin back. Willkommen zurück, Luna. Schön, dass du wieder da bist. Und wie war's? Meerschweinchen werden etwa 6 bis 8. Perfekt. 6 bis 8 Jahre alt. Und aber noch nie ein Meerschweinchen gesehen, wo 8 geworden ist. Okay, dann ist er ja gerade mal in der Hälfte. Oh no. Sorry, galoppieren. Ah, alles gut. Nein, alles gut. Ich habe. Oh nein, Luna. Haben sie dich so. Naja, nicht aufgefressen, aber. Ja.
Gut, dann warte ich mal auf die Stalleinladung von Raya, also von Quinn. Quinn und Chris, die wären bestimmt richtig gute Freunde. Beide draufgängerisch, beide wild. Also ich würde Chris jetzt nicht als wild bezeichnen, sondern einfach, ja. Oha, Luna. Naja, Katzen. Ich habe ich habe auch so ziemlich etwas davon getragen von einer Katze, die sprang auf mich drauf. Und ja, seit dort habe ich ne, ja, sieht man ein bisschen was. Das sieht ja mal cool aus. Okay, hoffentlich habe ich den Bug nicht. Wo meine Pferde jetzt einfach da stehen, da haben wir Green Dancer. Cooler Name. Coole Feder. Hallo Dream Dancer, ein alter Friese. Dann Jerry. So heißt übrigens einer meiner Charakter, der aber schon lange nicht mehr vorgekommen ist. Weil, ich weiß auch nicht, ich mag den nicht wirklich. Dann Amber. Ah, das ist der Lipizzaner, auf dem du vorhin warst, oder? Diese Satteldecke ist mal cool. Oh mein Gott, die würde perfekt zu Chris passen. Obwohl es nicht seine Lieblingsfarbe ist. Oh, cool. Hab keinen Bock auf Montag. Oh je, Schule, oder? Moment, wie heißt du? Coco. Oh, so hieß mein erster Kater. Coco. So ein süßer, dicker Garfield war er. Also ist er immer noch. Ich hoffe, es geht ihm gut. Weil ich war da, um ihn aufzubauen, sozusagen, ja, nachdem etwas ihm passiert war. Ring. Spezieller Name. Ähm, Hat dieses Pferd einen anderen Namen und Ring ist einfach eine Anspielung oder ein sonst spezieller Name für ein Pferd, das ich nicht unbedingt mag. Dann haben wir Blaze. Oh, der Name passt irgendwie richtig, richtig gut. Ich weiß nicht warum, aber es passt. Ja, du bist die Beste, ich weiß. Dann haben wir, mein S-Frame hat sich gerade verabschiedet. Chestnut Bow. Ein Dartmoor, glaube ich. Kannst du vielleicht dann auch meine Pferde anschauen? Kann ich machen, Liv. Aber zuerst ist Quinn an der Reihe. Ähm, nee, Ring. Okay, Ring heißt so. Äh, der Ring. Okay, dann haben wir Crown. Ich glaube, der hat einen anderen Namen. Kann das sein? Oder ist es auch wieder nur Crown, mein Liebling? Oh, süß. Ist aber auch, bei mir ist das Pop-Titan. Ja, eine Anspielung an DSDS. Weil ich habe eine Zeit lang extrem viel DSDS geschaut. Letzten Winter war es, glaube ich. Und da habe ich dann ein Pferd so genannt und ja, und dann nebenan DSDS geschaut. Mit diesem Pferd. Aber Crown ist schon sehr schön. Der heißt so. Okay, dann ist das Crown. Gut, Starfield, hallo. Dann Galaxy haben wir da. Das Audra. Ich liebe das Audra. Weil wir im Chat noch meine Emotes sind. Ja, vor allem da weiter oben. Gerade Woodland braucht eine Umarmung, blablabla. Hat das jemand kommentiert? Nee, glaube ich nicht. Okay, hab noch ein paar auf der Weide. Okay, die kannst du nachher auch noch zeigen. Das hier ist ein Anfi. Auch ziemlich schön eigentlich. Okay, dann haben wir. Ich hab keinen Bock. Ich habe keinen Bock mehr auf Questen. Habe ich zwar noch nie gehabt. Ich wechsle auf den zweiten Account und gehe den auf den Server, wo du bist. Okay, Skyler, mach du das. Wer weint da? Okay, komisch. Dann haben wir Tiger Tree speziell. Aber ich finde das Pferd überhaupt nicht schön, leider. Außer die Mähne. Die Mähne ist das Einzige, was mir daran gefällt. Dann Peridot.
Oh, mit dieser Mähne ist der ja richtig, richtig süß. No, diese Augen. Wow. Habe ich da jemanden überlesen? Nein. Nein, da haben alle das Taggefühl, habe ich schon gesehen. Du hast aber ziemlich viele Pferde auf diesem Account. Tin, der Goldfisch. Okay. Dann Bronze. Passt aber auch ziemlich gut. Bei mir ist das Cinnamon Breeze. Ähm, ja, ich finde diese Mähne mega schön bei diesem Pferd. Genau. Dann haben wir das Laverna namens Lavender Tea. Passt eigentlich. Finde ich auch ein sehr, sehr schönes Pferd. Und das Pferd, das ich leider nicht so mag. Ark, heißt es bei dir. Ja, ich habe mal von diesem Pferd geträumt, war nicht so lustig, ehrlich gesagt. Deshalb mag ich es nicht, deshalb habe ich es bei mir dann so schnell wie möglich ausgelevelt und dann ab auf die Weide damit. Aber ja. Gut, und die anderen beiden? Moment, da hinten ist ein neues. Wer bist denn du? Dusk. Oh, das passt auch ziemlich. Ich liebe die Mountain Horses beim Spiel, die sind richtig, richtig toll. Eines meiner Lieblingspferde ist ein Mountain Horse. Venture heißt Rasha. Ah, das ist. Moment, Rasha. Cooler Name. Hallo, Rasha. Du siehst aus wie Walnut. Walnut ist mein Belgi. Ich finde, meines hat genau die gleiche Mähne. Auch die Zöpfen. Richtig süß. Kennst du den braunen Weihnachtsländer? Ja, den kenne ich. Katur oder so heißt er, glaube ich. Den habe ich auch. Bei mir ist das Winter Dream. Gut, Quinn sind das alle. Oder Raya. Ich bin zu sehr im Roleplay drin. Das waren alle. Okay, verstehe. Passt irgendwie. Okay, dann waren das alle. Ah, Quinn und Chris. Die beiden sind so cool. So. Ist bei mir ein RRP-Stall, deswegen nicht wundern, dass nur realistisch Pferde in den Boxen stehen. Alles gut, Liv. Obwohl ich eigentlich Fan von den magischen Pferden bin. Gut, danke, dass ich deinen Stall sehen durfte, Quinn. Oder Raya. Gut, dann, so, Starfield, du kommst wieder mit. Genau. Also hoffentlich stört es euch nicht, wenn ich da ein bisschen in die Rolle von Chris schlüpfe, aus Versehen manchmal, oder zu sehr über ihn nachdenke. Okay, wie würdest du den Namen Cinnamon Cookie finden? Ich finde das Herz, also cool. Cinnamon Cookie. Es gibt so ein bisschen einen so, man schmeckt den fast schon irgendwie, diesen Keks, finde ich. Okay, dann wollte Liv noch, dass ich ihre Pferde ansehe, aber ich weiß nicht mehr, wie sie in SSO heißt. Ja, okay. Wenn- ich nehme da keine Freundschaftsanfragen auf diesem Account an, tut mir leid, Liv, aber du kannst gerne in meine Gruppe, also in eine Gruppe, dann kannst du mich auch einladen. Aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo du bist da im Spiel, deshalb. Also ich bin da in Waledale noch immer. Und ja, weil dieser Account gehört einer meiner Figuren eigentlich und deshalb ist er nur mit Tina Summerhill befreundet und das wiederum ist Jade. Genau, also ich warte jetzt da mal. Wie viel? Ich kann mir mehr Heu holen.
Genau, und so passiert es, dass man dann irgendwann 1300 Heu hat. So schnell geht das. Ah, da bist du. So, obwohl ich warte schnell. Gruppeneinladung. Perfekt. So, jetzt kannst du mir deinen Heimatstall zeigen. Okay. Wann bist du wieder in SSO Live? Dienstag. Ja, geplant ist Dienstag. Genau. Also heute ist auch ein regulärer Streaming-Tag bei mir. Also von dem her, ja. Also ja, Dienstag bin ich dann wieder live. Stalleinladung von Ivy Max Sky. Mal schauen, was du so für Pferde hast. Aber auch. Oh, mir gefällt der Kontrast. Okay, wir haben Ruby, die ein bisschen speziell in der Box steht. Das ist das Mountain Horse, glaube ich. Ziemlich süß. Habe ich, glaube ich, auch auf meinem Hauptaccount. Dann Cloud steht auch anders in der Box. Wahrscheinlich ist er da gerade was am Essen. Auch süß. Dann haben wir Soul. Passt auch ziemlich gut. Ja, dann haben wir Blind Ghost. Ja, wenn wir schon von realistischen Pferden reden, äh, ist ein RP-Stall. Ja, das hast du bereits schon erwähnt. Nice. Okay, aber dieses Pferd kann durchaus auch realistisch sein. Aber ist ja eigentlich ein magisches Pferd. Dann Chestnut Bow steht auch ein bisschen speziell da. Bist du ein. Was bist du? Tennessee Walker, glaube ich. Ein magischer Tennessee. Kann es sein? Ich weiß gerade nicht. Okay, dann haben wir Crystal. Steht schön brav da. Ja, auch sehr schönes Pferd. Ich mag den schwarzen Mustang sehr. Dann haben wir Spirit. Ich glaube, du bist die Erste, die ein Pony Spirit genannt hat. Aber auch sehr süß. Vor allem, ich mag dieses Pony sehr. Bei mir ist es Starfruit. Und ja, dann haben wir Karamell. Auch herzig. No. Aber die Pferde sind nicht gerade so gut gelaunt. Dann Raven. Scheint ziemlich ein neugieriges Pferd zu sein, weil er da den Kopf so rausstreckt. Dann Ice, Ice Tea. Cooler Name. Für ein Morgan. Genau, dann haben wir dahinter noch Autumn. Gibt es solche Pferde in echt, die so aussehen? Aber ja, das Schmetterlingspferd ist das. Und Snowy. Oh, das Katur. Heißt es, glaube ich. Bitte korrigiert mich, wenn es nicht so heißt, aber ich glaube, es heißt so. Ja, bestimmt. Okay. Ja, das schneebedeckte Pferd. Okay, spannend. Äh, Coole Pferd hast du da, Liv. Ähm, genau, dann würde ich sagen, gehe ich da wieder raus. Und da winkt sie schon. Perfekt. So, was ist bald 10 Uhr? Also 22 Uhr. Unglaublich. Diese Zeit wieder, die geht so schnell vorbei, wenn man Spaß hat. Okay, dann verlasse ich die Gruppe da wieder.
Äh, ja, okay. Gut, will sonst noch jemand, dass ich die Pferde anschaue oder lassen wir es für heute, dann gehe ich wieder Licht sammeln. Meine Snacks sind alle. Oh nein, das ist doof. Hast du noch weitere oder? Ich glaube, vielleicht reicht es auch langsam mit den Snacks. Ja, ich muss aber noch schnell auf Hauptaccount-Server wechseln. Okay, Skylar, dann mach du das. Dann kann ich deine Rösser auch noch anschauen, wenn du willst. Ich würde es gerne, aber ich kann heute nicht mehr spielen. Alles gut, Luna, dann auch ein andermal oder so, wenn du Lust hast. Nein, habe ich nicht. Oh, dann sind die Snacks also wirklich alle. Oh je. Aber naja, dann hast du bestimmt noch etwas zu trinken, irgendwie ein Glas Wasser oder so, das hilft auch so zwischendurch. Also, Wasser ist mein Lieblingsgetränk. Ist doch super. Meines eigentlich auch fast schon, aber ja. Na dann genieß doch dein Lieblingsgetränk und dann bist du schnell auf deinen täglichen 2 Litern. Und ja, ich wünschte mir, Wasser wäre auch mein Top 1 Lieblingsgetränk, aber es ist leider nicht. Ich log mich jetzt mal ich log mich jetzt mal auf dem Server ein. Okay, Skylar, dann schaue ich mir noch deine Pferde an, wenn du möchtest. Ups, ich sollte vielleicht mal was trinken. Ein kleines Glas heute reicht, glaube ich, nicht. Nein, Luna, das reicht nicht. Ja. So. Genau. Okay, dann gehe ich mal zum Heimatstall in Waledale, damit dann Skylar mich findet. Ist Trinken wichtig? Ja, solange es Wasser ist, ist es wichtig. Genau. Also ich mache da. Nee, ich warte noch damit. Was ich mag, ist so das Salz von Salzstangen zu nehmen und dann auf Butter zu tun mit Laugenbrötchen. Ui, okay. Spannend. Jetzt habe ich Durst. Na dann, ähm, hol dir ein Glas Wasser oder eine Wasserflasche oder so. Ah, da ist sie. Skylar. Okay, Funny Forest Riders. Oh, du hast dein Heim auch da in Waledale. Ist cool. Es ist lustig, wie das so alles mit Chris Baseborn passiert und nicht mit Gabrielle Goldgate aus meinem Hauptaccount. Ähm, genau. Naja, was soll man machen? Ich habe keinen Durst. Ja, kann ich verstehen, aber trotzdem so zwischendurch mal was trinken ist doch auch immer gut. Du hast auch diesen Kontrast, das finde ich schön, davon hell und dunkel. Also wir haben. Wie viele Pferde hast du eigentlich, Skylar? Nicht, dass es jetzt zu viele sind. Also beginnen wir mal mit Hero. Ein schönes KWPN. Sieht ziemlich sportlich aus. Dann Grey Ninja. Das Pferd von der Starshine Ranch, das man manchmal pflegen muss.
bei den täglichen 10 XP. Tatsächlich ein Pferd, das mir noch fehlt. Dann haben wir Drake. Cooler Name. Ein alter Andalusier. Also ich habe so um die 150 Pferde. Es reicht aber, wenn du die im Stall anguckst. Okay, alles gut. Night Love. Okay, interessanter Name. Und ein süßer Easy. Dann haben wir ein Paint namens Lion Jump. Löwensprung. Okay, hatten nicht die allerbeste Laune, aber naja. ähm, ja. Also ja, Hero ist das Clubpferd und Drake muss ich noch leveln, hab so keinen Bock auf das. Dann kannst du nebenan einen Film schauen oder Musik hören oder so, das macht richtig Spaß. Arctic Angel. Na gut, ich glaube alle Pferde haben nicht top Laune. Oh, der ist so schön. Ist ein bisschen Pizzaner. Cool. Dann Snow Pie. Auch ein cooler Name. Ich glaube, das ist auch ein Easy. Moment, der weiße Easy, ich glaube, den habe ich auch. Dann Crystal, nehme ich an, das. Nein, das Butterfly. Wer ist denn Crystal? Steht da sonst ein Pferd? Hallo, Crystal, bist du da? Ah ja, auf jeden Fall die Box von Crystal. Dann haben wir Water Ice. Sehr passender Name für dieses Pferd, finde ich. Moment, Water Ice, Wassereis, Wasserglasse. Cool, ein Wasserglasse. Ich mag Wasserglasse nicht. Aber naja. Mir fehlen noch 2 Isis, dann habe ich alle wilde unbedingt. Okay, dann go for it, Kyler. Westlin. Ah, voll der süße Name. Westlin. Oh, das Pferd ist toll. Ich gehe mal kurz raus Musik hören, wenn ich muss mich unterkriegen. Oh, okay, Raya, dann mach du das. Ich hoffe, ich habe da nichts Falsches gesagt oder so oder gemacht. Dann mach du das. Ja, du bist die Beste. Danke, Liv. Oder meinst du da Raya? Muss oft mein Bruder macht mir Snacks. Hab ihn auch gar nicht erpresst oder so. Luna. Na gut, dann wünsche ich dir einen ganz schönen Restabend und dann noch eine gute Nacht und danke, dass du da warst. Meine Energie ist noch so voller Energie. Okay, na gut, dann, Moment. Dann macht ihr das Reihe, dann, ähm, ja, dann vielleicht bis später. Ihr seid alle so mega lieb, okay? Hey, hallo, Ruby, schön, dass du wieder da bist. Wohl, ich bleibe doch. Okay, Raya. Dann schön, dass du da bleibst. Wonder. Oh, ich liebe den Appaloosa mit so einer Mähne. Ich liebe allgemein die Appaloosas mit langer Mähne. Ich finde die richtig, richtig toll. Hey Luna, hallo Wolke und hallo Ruby. Dann Bumblebee. Warte, Bumblebee war. Nein, das war Butterfly. Das Pony habe ich da gar nicht gesehen hinter dieser großen Tür. Ja, also Bumblebee, ein süßes Dartmoor-Pony. Dann haben wir Snow. Oh, das ist ein cooler Name. Snow Sky. Auch sehr passend. Bis bald, Leute. Hab euch lieb und Kuschelaki von mir. Mach ich Luna. Und bis bald. Wir sehen uns. Also im Stream meine ich. Snow Sky ist ein echt cooler Name. Und zu guter Letzt North. Auch sehr passend. Bei mir ist das Reindeer. Sehr kreativ, ich weiß. Ja. Hab einen Ohrwurm von, wir sagen, Thank you for trolling with Japan. Ich glaube, das Lied kenne ich sogar. Obwohl ich weiß nicht, ob wir dasselbe meinen. Wo ist jetzt? Oh mein Gott. Ich habe gerade mein Pferd gesucht. Gute Nacht, schlaf gut, träum was Schönes, Luna. Genau. Okay, danke, dass ich deine Pferde ansehen durfte, Skyler. War sehr interessant.
Ist von dieser einen Serie, Boah Bahn. Okay, sagt mir leider gar nichts. Okay, dann gehe ich da wieder raus. Und ja. Okay. Ich schaue gerade Sweet Tooth mit meiner Mutter. Cool. Und nebenan mein Stream, oder wie? Das nenne ich mal Multitasking. Müsst ihr auch mal schauen. Um was geht's da genau? Gut, dann verlasse ich die Gruppe wieder. So. Und weiter geht's mit Licht sammeln. Oder wollt ihr wieder, dass ich auf meinen Hauptaccount wechsle oder da bei Chris bleibe? Also ihr dürft entscheiden. Ich passe mich entsprechend an und ich klinge überhaupt nicht wie eine KI. Ich habe überhaupt nicht so viel mit einer KI geredet. Hauptaccount. Okay, will sonst noch jemand, dass ich auf meinem Hauptaccount zurückwechsle? Hauptaccount. Okay, zwei wollen schon Hauptaccount. Gut, dann wechsle ich wieder zu meinem Hauptaccount. Oder hast du noch einen anderen Account? Miraya, ich habe ja genug Accounts, auf denen ich spielen könnte. Aber ich glaube, die meisten, ich hole jetzt noch dieses Irrlicht und dann wechsle ich wieder auf den Hauptaccount. Geht das wieder da lang? Irgendwie schade, weil ich vermisse Chris jetzt schon. Und Menschen, die Teile von einem Tier am Körper haben, wenn man das versteht. Was? Okay, speziell. Hast du nicht 20 Accounts? Ja, sogar mehr. Aber bei, glaube ich, ein oder zwei habe ich die E-Mail-Adresse vergessen. Gut, dann gehe ich da wieder raus. War schön mit Chris. Am liebsten würde ich ihn gar nicht verlassen, aber ich muss schweren Herzens. Okay, dann geht's zurück zum Leveln. Dann habt ihr jetzt kurz einen Black Screen. Ähm, genau. Okay, ich habe das Portal von Chris noch offen. Upsi. Jetzt hat er mich direkt angesehen. Und ja, also Einstellungen ausloggen. Hast du nicht die gleiche E-Mail-Adresse bei jedem Account? Nein, das geht leider nicht, weil wenn man einen Account erstellt mit derselben Webseite, mit E-Mail-Adresse meine ich, dann heißt es, this E-Mail is taken oder irgendwie sowas. Okay, so, einloggen. Und jetzt dann habt ihr gleich wieder ein Bild. Ein Junge hat ein Geweih auf dem Kopf von einem Hirsch. Oh, okay, das wäre jetzt nicht so meins. Ist da mega nervig. Ja, also ich habe nicht über 20 E-Mail-Adressen. Äh, doch habe ich, aber naja. Ich habe auf meinem Hauptaccount genau ein Starcoin. Oh, ein Starcoin ist ein bisschen wenig. Aber naja, wenn man sich nichts kaufen muss, dann ist das auch gut. Also wir leveln jetzt da mit Karamellbiscuit wieder weiter. Und es geht um einen Virus. Okay, dann ist es schon mal nichts für mich. Ähm, genau. Okay, wieder zurück in der Action. Muss in der Nacht ein bisschen leveln, weil brauche ich wirklich länger. Okay, mach du das, Liv. Dann leveln macht auch Spaß, also. Mod all meine Starcoins gefressen. Böser Mod. Schade, vielleicht was für die anderen. Das kann sein. Dass es den anderen vielleicht etwas gefällt und die dann da reinschauen. Okay, ich muss mich jetzt wieder gewöhnen, aus meinem Rollenspiel rauszukommen. Dass ich da nicht mehr bei Chris bin, sondern bei meinem Hauptaccount. Mein Herz will es nicht akzeptieren, dass ich nicht mehr auf Chris spiele.
Und dass ich jetzt so wieder voll in die Action reingeworfen wurde, aber alles gut. Ja. Vorhin war es wirklich sehr schön, einfach über meine Figuren ein bisschen zu reden, was ich eigentlich wollte. Genau, und Raya ist auch wieder da. Jetzt sind wir wieder im Normalen. So. Gibt es auch eine Geschichte über deinen Hauptaccount? Nein, gibt es nicht. Weil ich schreibe keine Geschichte über Star Stable. Star Stable kommt einfach als Spiel in meiner Geschichte vor. Und deshalb hat Chris seinen eigenen Star Stable Account und Chad hat auch einen. Und ja, aber es gibt da niemanden in meiner Geschichte oder auch, dass sie Gabrielle Goldgate jetzt etwas erlebt oder so, das kommt gar nicht vor. Wie lange ist der Stream noch? Haben schon 3 Stunden. Mal sehen. Vielleicht macht er noch meine Levelroute fertig, vielleicht auch nicht. Es fühlt sich gerade voll komisch an, auf dem Server zu sein. Habe auf meinem Hauptaccount seit 7 Jahren nicht mehr Server gewechselt. Moment, muss ich mal lesen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, Skylar, aber ja. Aber du kannst ja jederzeit wieder zurückwechseln, wenn du möchtest. Okay, es ist einfach schon 7 nach 10. Ähm, ja, um wieder, dauert halt 30 Minuten, um wieder zu wechseln. Stimmt, ja. Na dann, abwarten und dann sofort wieder zurück, dass du dich wieder wohlfühlst. Und gut, ich hoffe, ihr habt das gerade nicht gehört. Mein Magen hat sich gerade gemeldet. Ja. Also eben, meine Geschichte spielt nicht im Star Stable-Universum. Ja, das erste Rennen habe ich da schon gemacht, deshalb lasse ich es aus. So, normalerweise hätte ich um diese Zeit schon längst die Reitarena hinter mir. Okay, mache ich immer so, wechseln und nach 30 Minuten wieder wechseln. Okay. Aber herzlichen Glückwunsch, dass du es geschafft hast, dass ich nach 7 Jahren Server wechsle. Okay. Ähm, ja. Heute werden Uhren umgestellt. Stimmt, ist das dieses Wochenende? Na, dann habt ihr mich eine Stunde länger am Hals. Wann ist die Zeitumstellung? So um 3 Uhr oder irgendwie sowas? Geil, eine Stunde länger Spooktober. Das ist cool. Obwohl ich noch gar nichts im Spooktober gemacht habe, was irgendwie spooky ist. Okay. 2 bis 3 Uhr. Okay, dann wird mein Stream nicht 7 Stunden gehen, weil ich werde nicht bis 2 Uhr streamen. Vielleicht nicht. Wolke, kannst du gleich mal so ein richtiges Dressur-Outfit machen und ein Dressurpferd? Ich kenne mich leider überhaupt nicht mit Dressur aus und es ist gar nicht meins. Aber ich kann es mal versuchen. Ähm, ja, obwohl ich da eigentlich gerade mitten am Leveln bin und da ungern jetzt etwas anderes machen möchte. Aber ja. Wolke, dann machen wir es zusammen, ich mache mit. Okay, dann, es fällt mir zwar schwer, da meine Levelroute wieder zu unterbrechen, aber ja, in diesem Fall mache ich das. Ja, bitte. Okay, nach der Reitarena, wenn das okay für euch ist. Wenn ich die Reitarena fertig habe, dann mache ich mal eine auf Dressur. So. Jetzt sind ja nur noch 2 Rennen. Ich liebe diese Musik bei den Rennen. Ja, die ist toll. Ich glaube, sie haben die mal geändert. Früher war da normale Musik aus den Rennen und jetzt ist da wirklich so richtige Musik da. Und das finde ich auch mega toll.
Genau. Volker, ich frage mich, wenn du mich in deinen Stall einlässt, ob ich Zugriff auf meinen Schrank bei dir habe. Stimmt, es wäre mal interessant zu wissen, ob das funktioniert. Ja, wir können es sonst später mal probieren. So. Und Raya liegt. Oder das Pferd von Raya legt sich hin. Okay, das letzte Rennen und dann wechsle ich zu Dressur. Also, aber bitte seid mir nicht böse, wenn ich ein falsches Outfit auswähle, weil ich weiß da nicht unbedingt, wie es bei Dressur aussehen sollte. Genau. Alles gut. Okay, das freut mich. Okay. Wohl neben uns in der anderen Halle gibt es einen Schrank, wo wir Zugriff auf die Klamotten haben. Ja, dann kannst du dort schnell, stimmt, dann, nein, ich muss sowieso zurück, am besten schwarz-weiß. Ob ich sowas habe, weiß ich jetzt gerade. Ich glaube, ich habe vielleicht sogar ein Dressur-Outfit in schwarz-weiß. Aber ich muss sowieso in meinen Stall, um das Pferd zu wechseln. Ein Dressurpferd. Was ist denn ein Dressurpferd? Ein KWPN? Oder, ähm, ich schätze mal, KWPN sind, oder Andalusier sind vielleicht gute Dressurpferde. So. Habe ich da gerade ein Dressurpferd? Friese, okay, Friese. Spaceboy, komm her. Okay, Friese, KWPN und Andalusier. Okay, alles so Warmblüter oder Vollblüter. Okay, Kleidung. Habe ich da etwas schwarz? Das hier ist schwarz-weiß. Ich schätze mal, das ist auch Dressur. Also ja, ich habe mein schwarz-weißes Dressur-Outfit dabei. Und gleich noch das passende Pferd. Gut, was soll ich jetzt damit machen? Also ich mache keine Dressur, weil ich kenne das überhaupt nicht. Ich habe absolut keine Ahnung von Dressur. Aber ja, ich schätze mal, das ist korrekt so. Das schwarze Jacket ist besser. Ich möchte meine Outfits nicht durcheinander mischen. Also die, die ich gespeichert habe. Aber ich finde, das passt extrem gut. Genau, also da habt ihr euer Dressur-Outfit. Dein Sattel. Ja, mein Sattel. Ich finde den schick. Es war kein Dressursattel wahrscheinlich, aber er stört mich jetzt nicht. Weil ich finde das schön so. Aber ja, alles gut. Aber ja, ist gut. Okay. Weil eben mir ist es eigentlich völlig egal, welcher Sattel. Hauptsache er passt zum Outfit. Oder besser gesagt, passt zum Set. Genau. Also ja. Ja, ist Western. Also ich finde Western-Zettel schöner. Und das ist ein Western-Sattel. Ja, und der bleibt auch schön brav drauf. Weil ich machte weder RPs noch sonst was. Aber ja. Gut, dann wechsle ich wieder zurück zu Karamell Biscuit, aber ich glaube, das Outfit lasse ich gerade. Kannst du mal steigen? Ja. Was ist denn an dem speziell? Ja. Oder gibt es. Stimmt, wir haben auch die besondere Bewegung. Cool, da habe ich ja voll vergessen. Danke. Gerne doch. Gut, dann wechsle ich wieder zu Karamell Biscuit, obwohl Space Boy einfach viel zu cool ist. Ich komme. Okay, aber ich wechsle jetzt wieder mein Pferd. Das ist mein Pony. Hab Langeweile. Schon wieder Liv. Dann solltest du vielleicht mal vielleicht schlafen oder keine Ahnung. Jetzt nehme ich da. Wo ist das eigentlich? Ich habe mal meinen Schrank aufgeräumt. Und ja, jetzt suche ich da das andere Outfit, das dazu passt. Wo ist denn das? Da ist das Rosane. Aber wo ist das Blaue? Hallo?
Blaues Outfit. Bist du da irgendwo? Da ist es. Auf der letzten Seite natürlich. So. Ich schlafe noch nicht. Okay. Das Spezielle daran ist, Wolke steigt und irgendeine random Person steigt. Die habe ich gar nicht gesehen. Okay, jetzt ist es wieder einheitlich. Mit dem Set und dem Outfit. So. Und das Dreier. Mit dem Dressur-Outfit. Cool. Die Maske passt aber auch ziemlich. Und der Hut irgendwie auch. Schick, schick. Gut, dann geht's weiter zur Arbeitsweise im Landgut. Okay. Oh, das ist Carrie Place. Sehe ich erst jetzt. Oh, wie cool. Das ist ein Dressur-Outfit, was sie hat. Okay, das vorhin war kein Dressur-Outfit. Dann habe ich keine Ahnung, was ein Dressur-Outfit sein sollte. Tut mir leid. Aber ganz ehrlich, mir ist es egal. Ich sieht man nur mit Westernhut. Okay, ja, also scheinbar hat man in der Dressur einen Westernhut. Wenn Ruby meint, dass das Outfit Dressur ist. Spannend, wusste ich nicht. Man lernt nie aus. Okay, dann geht's weiter. Reitarena. Da. Also normalerweise wäre ich jetzt schon mit meiner Levelroute durch, aber okay, der beste Hut gehört nicht dazu. Oder der Westernhut gehört nicht dazu. Ja, das war auch nicht ernst gemeint, dass bei der, bei der Dressur Westernhüte getragen werden. Eigentlich nicht, man hat einen Zylinder auf dem Kopf bei Dressur oder halt Helm. Okay. Ist doch schön, wenn ihr euch das so auskennt, aber für mich ist das nichts. Und da sieht man wieder mal, wie viel Ahnung ich vom Reiten habe, nämlich überhaupt keine. Aber mich stört es nicht. Ich spiele einfach es so auf meine Art und das reicht mir völlig. Was ist Karamell für eine Rasse? Karamell Biscuit ist ein Welsh Pony. Ja, kann man beim Einsiedler kaufen. Muss ja nicht für jeden was sein. Genau. Ja, einige interessiert es, einige interessiert dafür was anderes. Also, und das ist ein ziemlicher Ausgleich. Ich bin auch nicht gerade der Dressurtyp, der Barocktyp. Okay, da weiß ich auch nicht, was das ist. Ich kenne nur den Barockstil da in SSO mit dem Stall. Das ist das Einzige, was ich weiß. Das ist irgendwie so, keine Ahnung, irgendwie altmodisch oder so aussieht. Ich weiß es nicht. Genau. Was ich komisch finde, dass man auf so kleine Pferde passt und es sieht genauso aus wie bei großen Pferden. Sieht genau so wie bei großen Pferden ist es so aus. Schrumpfen wir. Stimmt. Ey, das ist mir gar nie aufgefallen. Hallo René. Oder Wanda Stone Kite. Schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut. Hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und ja, ich bin Spring und Dressur. Okay, Karamellbiskuit, was wird das? Okay, also in echt oder dein SSO?
Ruby. Okay, dann das Flachs da hinten, bevor ich das Rennen mache. Beides. Oh, cool. Dann reitest du wirklich auch in echt. Ich weiß nicht mehr, ob du das schon mal gesagt hast. Habe auch nicht wirklich Ahnung von Dressur, habe einfach einen Dressurclub. Da habe ich selber Baumfiguren erfunden, reite in Real Life einfach Freizeit. Okay, cool. Also, 3.12. Ja, warst das du oder irgendjemand von der mal dabei war, hat am 3. Dezember Geburtstag. Genauso wie Jade, also mein Charakter, also meine Figur aus meiner Geschichte. Ähm, ja. Ich weiß nur noch, dass das irgendjemand gesagt hat, aber ich weiß nicht mehr wer. Das war so ein lustiger. That's me. Ah, das warst du, Ruby. Okay. Stimmt, du bist genau 19 Jahre jünger als Chad. Ja. Cool, dass ich jetzt endlich die Namen sagen kann. Ich habe es tatsächlich geübt, die Namen meiner Figuren auszusprechen. Und ja. Passt. Ja, passt ja doch. Ja, schon ziemlich. Wer ist Jack? Chad, nicht Jack. Habe ich aus Versehen Jack gesagt? Oder, ups, in diesem Fall wollte ich das nicht. Ich meinte natürlich mein Chad, der beste Freund von Chris. Okay, ab zur Kürbisfarm von Jasper. Eine Figur aus ihrem Buch. Nein, das ist der falsche Name. Ich habe ihn wohl aus Versehen falsch ausgesprochen. Aus irgendeinem Grund. Wahrscheinlich einfach, weil es zu spät gerade ist. Oder so spät gerade ist. Kannst du mir mehr über Chad erzählen? Ja, kann ich. Also er ist aber nicht so ausgereift, also als Charakter wie Chris. Ähm, also was weiß ich alles über Chad? Jetzt habe ich das falsche Rennen angenommen, super. Oder, ja genau, Chad ist eine Figur aus meiner Geschichte. Aus meiner Buchreihe. Es existieren ja 3 physische Bücher aus der Reihe und eines das noch in Arbeit ist. Genauso Chad, er ist sehr, sehr redselig. Er redet extrem viel und trägt sein Herz auf der Zunge, sozusagen. Also er ist auch emotional. Bei mir sind irgendwie alle emotional, ich weiß nicht warum. Und ja, er sieht ähnlich aus wie Chris. Und ja, wie heißen die Bücher? Sie heißen, also die Reihe heißt, nee, das sage ich jetzt nicht, wie die Reihe selbst heißt. Aber die einzelnen Bücher heißen, das erste Band ist Rule the Skies, das zweite ist Airborne, das dritte ist Spread Your Wings und das vierte Buch heißt Space Boy. Was aber noch ein Arbeitstitel ist, aber sehr wahrscheinlich der finale Titel. Genau. Bei mir sind auch alle emotional. Ja, dann sind wir schon wieder bei etwas gleicher, ja. Es wird immer unheimlicher. Ja. Also, ja. Und Chad, was kann man so über ihn erzählen? Ähm, Er war mal Büroangestellter, also in seinem Großraumbüro, das hat ihm aber gar nicht gepasst, deshalb hat er dann seinen Job gewechselt. Aber das habe ich doch, ich glaube, ich habe es mal irgendwo geschrieben, dass er das gemacht hat. Ich bin mir gerade nicht mehr so sicher. Genau. Sorry, ich kann nichts dafür. Alles gut, Raya. Ich finde es einfach nur lustig, dass wir so viele Gemeinsamkeiten haben.
Genau, und mehr gibt es über Chad eigentlich gar nicht mal zu erzählen. Dann hätten wir noch Manu und Pete und Hanswell hätten wir auch noch. Das sind dann so meine 5 Hauptfiguren, die ich habe. Aber Chris ist der mit den meisten Details. Über ihn weiß ich am meisten. Also er hat die ähm, ausgearbeitete Hintergrundgeschichte. Sagen wir es mal so. Genau. Also auch weiblicher Charakter. Nicht wirklich. Also, aber Nebenfiguren, also zum Beispiel die Mütter von meinen Figuren, also von Chris und von Manu, die leben natürlich noch. Und ja, aber sonst habe ich keine weiblichen Figuren. Außer mal irgendwie ein Fan oder so, keine Ahnung. Genau. Ich will auch wieder anfangen, ein Buch zu schreiben, aber ich habe keine Idee. Das kommt schon, Skylar. Ähm, die Ideen kommen meistens einfach ganz von alleine. Zumindest bei mir ist das so. Ja, und das Lustige ist, meine Bücher gehören nicht wirklich in ein bestimmtes Genre. Also es sind weder ein Roman noch sind sie denn Sci-Fi sind sie auch nicht. Oder nur ganz, ganz, ganz leicht ab Band 4. Ja. Ich habe mir immer Gedanken gemacht, dass ich immer zu viele männliche Charakter finde. Also habe ich mal mehr weibliche Charakter gefunden. Okay, wenn es in deine Geschichte passt, dann warum nicht? Also bei mir, also mich stört es nicht, dass alle hauptsächlich männlich sind. Ich finde, ja, irgendwie, ja, ergänzen sie sich gegenseitig alle ziemlich gut. Irgendwie. Also, genau. Ja. Ich streame schon 3,5 Stunden. Es geht wieder so, es geht wieder so schnell vorbei, diese Zeit. Hm. Genau. Und es gibt ein Lied über Chris, das zwar KI generiert ist, aber mega, mega schön ist. Wie viele Charakter hast du insgesamt erfunden? Uff, da müsste ich mal zählen. Also wir haben die ersten 5, dann der, so wären wir schon mal bei 7. Puh, wen gibt's denn noch? Nee, die habe ich nicht selbst erfunden. Ja, etwa 7, sagen wir mal. 7 oder ein bisschen mehr. Irgendwie so. Und so ein paar No-Name-Figuren habe ich auch. Okay, dann geht's weiter zum Goldblattstall. Stimmt? Nein. Ah, stimmt, ich konnte mir auf dem anderen Account aus nicht antworten. Weil mein Postfach scheinbar voll ist. Okay. Habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen über meine Geschichte oder zu meiner Geschichte? Weil ich finde es cool, mal so ein Autoren-Q&A zu machen, so, wo man so die Autorin ein bisschen was fragt und so. Ich glaube, ich habe über 50 Charakter erfunden, wenn man alles zusammenzählen würde mit allen Geschichten. Wow, das ist beeindruckend, Raya. 50 Charakter.
Na gut, wenn man alle meine Figuren aus allen Geschichten zusammenzählt, sind wir dann schon etwa bei 11 bei mir. Ja, 11 oder ein bisschen mehr. Irgendwie sowas. Wann schreibst du deine Bücher? Wann ich sie schreibe? Meistens in der Nacht. Ja, lange Zeit war es den Tag durch. Äh, ja, und dann aber auch sehr lange am Stück. Aber meistens schreibe ich so in der Nacht, weil ich dann irgendwie aus irgendeinem Grund am kreativsten bin. Und ja. So, Goldblattstall, da sind wir. Genau. Habt ihr das auch, dass ihr so um Mitternacht oder später einfach extrem kreativ seid? Ich habe das schon vor über 10 Jahren herausgefunden, als ich mal so private Vlogs, also Vlogs aufgenommen habe und die dann meistens immer nach Mitternacht geschnitten habe und die wurden so gut, also für die damaligen Verhältnisse. Und ja, ist bei mir auch so. Spannend. Dann sind wir schon einige, die das so haben. Finde ich noch cool. Dann kommt dir bestimmt eine Idee in 2 Stunden oder so. Hm. Muss aber immer dann, wenn ich kreativ werde, ins Bett. Oh nein. Und im Bett dann einfach ein bisschen eine Geschichte ausdenken oder so. Ich habe Peacocks Geschichte weitergeschrieben, aber ich weiß nicht, wie ich sie für verfilmen soll. Oder soll ich einfach mal einen Teil vorlesen in einem Video? Das kannst du, das habe ich schließlich auch gemacht. Aber verfilmen klingt extrem cool. Stimmt, ich glaube, ich habe deinen Short gesehen, wo du Animationen gezeigt hast und die sind einfach wow. Also du hast da wirklich Talent dran, ja. Genau. Oh mein Gott, ich war gerade am Tag träumen, tut mir leid. Ähm, es ist wieder so typisch. Ich schweife einfach mit den Gedanken ab, obwohl ich dann am Streamen bin. Ich hoffe, es stört euch nicht. Es tut mir so leid, dass ich gerade so ruhig war. Genau. Aber so bin ich nun mal, immer wieder am Tag träumen. Danke. Gerne doch, ja. Also, habt ihr sonst noch irgendwelche Fragen oder ist gut? Oder ich dachte halt, dass ich die Geschichte so halbwegs Starstep mache und halbwegs animiere. Das wäre eine sehr spannende Kombination. Also ich würde das gerne mal sehen. So, Goldblatt-Herausforderung, let's go. Okay, eigentlich wäre Karamellbiscuit schon längst Level 13. Aber ja, es muss einfach sein, dass ich den Account gewechselt habe. Zwischendurch. Vielleicht wechsle ich dann wieder zurück nach der Levelroute, je nachdem wie lange das ich streame. Mal schauen.
Ups, ja, das war ein bisschen ein komischer Sprung. Hm, mhm. Okay, wollt ihr sonst noch über irgendetwas quatschen oder so? Oder wollt ihr einfach still zusehen? Oder keine Ahnung. Jetzt kriege ich Lust auf das Ganze. Oha. Ja, dann leg los, Raya. Bin schon gespannt. Vor allem bald beginnt ja die kreative Stunde und dann kann man gleich super loslegen. So, dann weiter zur Rennstrecke. Also ich habe noch ein paar Pferde zu leveln auf Quins Account. Okay, dann kannst du dort auch ein bisschen leveln oder so. Mein Pferd ist gleich ausgelevelt. Yay. Cool. Das schaffst du noch, Skylar. Was wollte ich in Strecke? Der Baroness. Okay. Also, genau. Es ist ein bisschen schwierig, immer wieder ein Thema aufzugreifen, das vielleicht nicht jeder interessiert. Ja. Aber ich versuche da mein Bestes. Erzähl einfach mal, auf was du Lust hast. Ich habe sowieso Bock auf deine Geschichten. Oh, danke, Raya. Ja, aber ich glaube, ich wiederhole mich tausendmal, wenn ich jetzt wieder über Chris erzähle. Oder über Chad, weil ich wüsste jetzt eigentlich fast, fast schon alles über die beiden. Dann hätten wir noch Pete. Wenn, wenn das euch interessiert. Also dann kann ich mal ein bisschen erzählen, wer er so ist. Und ja, aber er ist sehr nicht so detailliert in meiner Geschichte. Ja, okay, Skylar freut sich schon. Also, Pete ist der Verlobte von Manu. Er ist ein ruhiger, ein sehr eifersüchtiger Typ. Und er kommt ursprünglich aus der Slowakei, deshalb auch sein Nachname. Er war 1 Jahr alt, als er in die USA mit seinen Eltern ausgezogen ist, deshalb hat er einen englischen Vornamen bekommen. Und ja, weil seine Eltern dort schon geplant haben, auszuwandern. Und ja, also eben bei ihm habe ich am wenigsten Infos über ihn selbst. Ähm, ja, aber so ist er ruhig, eifersüchtig und ja, und er hatte zwischendurch Flugangst, obwohl er Pilot ist, weil da etwas passiert ist, wo er auch etwas davongetragen hat, körperlich. Oder eher etwas, was er nicht mehr hat, oder wie kann man dem sagen? Ich möchte es eben nicht gerade direkt sagen, deshalb. Ja, auf jeden Fall sollte ich dieses Detail vielleicht öfter mal beachten, was ich aber leider nicht tue. Weil ich kann eigentlich inzwischen ziemlich gut damit leben. Also in meiner Geschichte ist er gar nicht mehr beeinträchtigt. Genau. Was gibt es denn sonst noch so über ihn zu erzählen? Ja, das wäre eigentlich alles über Pete. Ähm, ja. Dann hätten wir noch zwei andere Figuren. Hanswell und Manu. Aber du weißt auch nicht, ob ich da alles über die beiden erzählen möchte. Ich kann nicht lange da sein, wollte nur kurz zugucken. Hallo Lisa, schön, dass du da bist. Und alles gut, du musst nicht lange dabei sein. Wie heißt der alte Charakter, der mit M anfängt? Meinst du Manu?
Oder weil das ist der einzige, der mit M beginnt. Vor allem, er ist nicht alt, er ist. Warte, er ist der zweitälteste mit Jahrgang 93. Der älteste hat Jahrgang 87, das ist Chris. Im September hat er Geburtstag. Um genau zu sein, am 19. September, weil ich ihn da erstellt habe. Dasselbe mit Manu. Er hat im Mai Geburtstag. Weil ich ihn an diesem einen Tag erstellt habe, damals in GTA. Und ja, und das Lustige ist, genau an seinem Geburtstag, also er spielt ja in GTA, meine Geschichte, genau an seinem Geburtstag kommt GTA 6 raus. Ja, es ist so ein lustiger Zufall. Ähm, ja, das genau, die Chance ist irgendwie 1 zu 365 oder so und es trifft genau mein GTA-Jubiläum. Also seinen Geburtstag. Also vielleicht weiß jemand jetzt schon, welchen Tag ich meine. Vielleicht hat Rockstar Games inzwischen das Datum geändert, aber ich weiß es nicht. Das letzte Mal war es noch der 26. Mai nächstes Jahr, wenn GTA 6 rauskommen soll. Und ja, das ist mein Datum, wo ich GTA Online begonnen habe. Also mein GTA-Jubiläum. Genau. Ich weiß, du mehr oder du. Alles gut. Ja. Und dann hätten wir noch Hanswell, das ist Manus Bruder, also eigentlich sogar Zwillingsbruder. Aber sie sehen etwas, also sehr ähnlich aus, aber haben andere Haarfarben, andere Augenfarben und so, also etwas speziell. Ich weiß nicht, ob das medizinisch oder biologisch überhaupt möglich ist. Aber ja, in meiner Geschichte sehen sie anders aus. Übrigens habe die ein zweites Subnautica-Teil geplant. Cool, also als Video oder als Stream. Okay, ich glaube, die Anzeige da bei den gleichzeitigen Zuschauern stimmt wieder nicht. Äh, okay, aber egal. Ich rede trotzdem weiter. So. Genau, das ist wieder typisch. Ich sage, ich rede trotzdem weiter. Ich eine Minute später einfach nichts. Es ist so typisch. Als Spiel, die haben einfach ein zweites Subnautica-Teil geplant. Ah, du meinst Below Zero oder nochmals so richtig etwas anderes? Weil Below Zero ist ja, glaube ich, einfach der zweite Teil. Oder. Weil wenn da wirklich nochmals ein Subnautica kommt, dann muss ich das sehr wahrscheinlich spielen. Weil Subnautica 1 war schon richtig cool. Ein ganz neues Subnautica. Cool. Und weiß man dann schon mehr, in welchem Jahr das es rauskommt? Oder sind sie da noch dran am Programmieren oder so? Oder Designen oder wie man dem sagt? Vielleicht ein Remake vom Originalspiel? Das wäre genial. Also mit neuer Grafik und alles, solange es mein PC verkraftet natürlich. Dann werden wieder x-tausende Türme gebaut. Okay. Sie haben es für 26 geplant. Also schon nächstes Jahr. Da bin ich gespannt. Da kommen nächstes Jahr ein paar große Spiele raus, die mich interessieren. Oder halt eben nicht interessieren. Zum Beispiel GTA 6, das möchte ich nicht, dass es das überhaupt gibt. Ja, aber ich habe so meine Gründe, warum ich so gegen GTA 6 bin. Mal schauen, ob Midnight gerade da ist. Midnight, bist du da? Nein, ich sehe ihn gerade nicht. Schade. Okay. Ich habe nicht mal den ersten Teil von Subnautica durchgespielt und hat Bock schon auf den neuesten Teil. Dann bleib vorerst noch beim ersten Teil, bis du den durch hast und dann kannst du dich auf den zweiten Teil freuen. So.
Ich hoffe, ich schaffe es vor Mitternacht noch bis zur Starshine Range. Weil sonst wäre es ein bisschen doof. Das Problem ist, mein Speicher macht mir Ärger. Oha, ja, dann wird es ein bisschen schwierig. Auch für den zweiten Teil. Aber hey, du kriegst das schon irgendwie hin, oder? Okay. So, kommt her, ihr Glühwürmchen. Es geht weiter. Ja, genau. Natürlich ist Birch jetzt hier. Genau während dem Rennen, so wie immer. Oder fast immer. Hm. Okay. So. Mal schauen, ob wir den neuesten Teil zu zweit spielen können. Das wäre mega cool. Wenn man Subnautica zu zweit spielen könnte, also den neuen Teil. Oder vielleicht bringen sie irgendwann ein Update für den ersten Teil raus, wo man Multiplayer spielen kann. Das wäre natürlich mega toll. Und sonst halt beim zweiten Teil. Aber ich glaube, diese Anzeige da auf YouTube ist jetzt nicht gerade falsch, weil ja, aktuell ist nur gerade Raya dabei. Also, was heißt du nur? Ich bin sehr froh, dass du da dabei bist. Haben Sie das nicht bei Below Zero rausgebracht, dass man es zu zweit spielen kann? Uff, keine Ahnung, ich habe Below Zero nie gespielt oder angesehen. Ey, ich lebe auch noch. Okay, Entschuldigung, Skylar. In diesem Fall stimmt die Anzeige doch nicht, aber ja, es wirkte nur eben gerade so. Aber alles gut. XD. Na, ich liebe das XD. Vor allem in KI-Songs ist das extrem lustig, wenn man XD schreibt, dann singt er das wirklich. Ja. Bin gerade am Fit machen, kann mich nicht entscheiden. Ähm, für was denn? Das hat man schon. Karamellbiskuit. Gibt es bei deinen Büchern erst nur eine Staffel oder wie ist das Ganze aufgebaut? Aktuell gibt es eine Staffel. Also aktuell noch 4 Bänden. Oder Bänder. Sagt man? Ja, irgendwie so. Ähm, ja, also ich glaube, es wird eine lange Staffel. Mindestens 5 Büchern. Je nachdem. Und dann kommt irgendwann vielleicht eine zweite Staffel oder so. Die heißt dann vielleicht ein bisschen anders. Oder so. Oder ich bleibe einfach bei meinem Bücherreihennamen, der alle meine Bücher haben. Und ja. Den Gen 3 Andaluser habe das Paint ausgelevelt. Okay, dann go for it mit dem Gen 3 Andalusier. Ich kann dir mal versuchen, Chris zu zeichnen und es dir auf Discord schicken. Oh, das fände ich ganz cool. Ich fände es mega toll, wenn du das machen könntest. Aber musst du natürlich nicht, gell? Ich habe jetzt, glaube ich, ein Dressurfit gemacht. Falls ich mich irre, ich habe keine Ahnung von Dressurfits. Okay, ja, ich habe auch keine Ahnung von Dressur. Genau. So, Moment, wie viel Gartenpulver habe ich? 2. Wow, das reicht nicht. Oder ich zeichne Quinn und Chris. Das wäre auch cool.
Ja, mach es einfach so, wie du möchtest. Gut, dann geht's weiter. Muss jetzt oft ins Bett, gucke aber trotzdem noch kurz den Stream weiter. Alles klar, Skylar. Dann ganz gute Nacht und danke, dass du da warst. War mega toll. Gut. Gute Nacht, Skylar. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Thank you, du auch, wenn du dann ins Bett gehst. Danke, Skylar. Es dauert noch eine Weile, bis ich ins Bett gehe. Also, genau. Noch kurz eine Frage, wann streamst du wieder? Vielleicht sogar morgen, aber ein anderes Spiel, wenn alles funktioniert. Und sonst wieder am Dienstag. Dienstag, 19 Uhr. Oder besser gesagt, ihr. Stimmt, Raya hat schon länger nicht mehr gestreamt. Okay. Also ich gehe morgen vielleicht live, wenn alles funktioniert mit dem anderen Spiel. Und sonst, naja, halt bis Dienstag. Ich brauche eine kleine Pause, also sorry. Alles gut, Raya. Dann, also meinst du jetzt im Stream eine Pause oder allgemein oder SSO-Pause oder was auch immer? Ah, das heißt, du bist am Morgen nicht dabei? Okay. Ab zur Druidenkoppel. Ich meinte, ich hatte eine Streaming-Pause und sonstiges gebracht. Ach so, meinst du? Okay, ich brauche doch schon eine Pause von meinen Streams. Meine Güte. Okay, ja. Ja, stimmt, der letzte Stream war für dich schon ein bisschen speziell, glaube ich. Und da kann ich es verstehen, dass du da eine Pause gebraucht hast. Aber du musst nicht streamen, du darfst streamen, wenn du dich wohlfühlst. Und ja, so oben etwas zu tun. Und so, trennen Geistlichter. Perfekt. Das sieht man auch schön in den Sternenhimmel. Chris würde das lieben. Okay, irgendwie immer, wenn ich in Wildale bin, spinnt die YouTube-Anzeige. Ich finde das so lustig. Also nicht lustig, es ist nervig, aber naja. Kommt schon, braucht noch 4 von euch eins. Perfekt. Hallo Pferdemädchen, schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut, hoffentlich hattest du einen schönen Tag. Und ja, wegen Sternenhimmel. Ich habe 3 Sterne-Geschwistern, die genauso vom Weltraum alle fasziniert sind. Cool. Okay, hallo Inga, hallo T. Schön, dass ihr beide da seid. Schön, dass ihr zu mir gefunden habt. Was wollte ich will genau. Ähm, ja, Rai, du weißt, was Sternengeschwister sind, oder? Genau. Wie cool. Ähm, ja. Ich mag deinen Avatar, der ist sehr schön. Danke, T. Oder hast du einen anderen Namen? T. Wie möchtest du genannt werden?
Okay. Ich finde, dieses Outfit passt nicht. Kannst einfach mal ja sagen. Okay, wenn ich mir das merken kann. Und sonst bleibt es für mich einfach T. Wenn das okay ist. Also ich finde, das Outfit passt nicht unbedingt zu dieser Frisur. Deshalb habe ich am Anfang noch das andere Outfit drauf getan. Aber ja. Auf welchem Server bist du? Ich bin auf Server Ice Cream Mountain, Server 17. Wie cool, ich habe auch mal in der Schweiz gewohnt, ich kann nur leider kein Schweizerdeutsch mehr. Oh, wie cool, in welchem Kanton hast du gewohnt? Naja, Schweizerdeutsch. Vielleicht verstehst du es sogar noch, aber ja, nicht tragisch, wenn du es verlernt hast. Ich finde das für die irgendwie voll schön. Ja, mir gefällt es auch. Also ich finde die gelbe Version von der, es gibt ja drei davon. Ich finde die gelbe Version am schönsten. Aber Karamellbiskuit hat jetzt das blaue dran, genauso wie mein Charakter. Und genau, weiß nicht genau. Okay, alles gut, Inga. Ingas Fanpage. Also ich verstehe dich, ich kann es nur selber nicht sprechen. Okay, also ich rede ja jetzt gerade Schriftdeutsch, also kein Schweizerdeutsch. Ich habe einfach nur einen sehr, sehr starken Schweizer Akzent, was anderen nicht unbedingt gefällt. Ich glaube irgendwie in der Nähe Aargau. Oh, okay. So warst du mal eine Aargauerin. Oder zumindest in der Nähe. Okay, cool. Ja, sozusagen. Okay. Mein einer Charakter in Elfenquest Lavan oder Jeven, der ist sehr vom Sternenmond begeistert. Genauso wie Chris. Na gut, er hat auch seine Herkunft, beweist auch, dass er sehr fasziniert vom Weltall ist, genauso wie ich. Ich komme aus dem Aargau. Ja, ich glaube, das hast du schon im letzten Stream gesagt, Skylar. Ja. Hast du weiße Socken an? Sorry, das musste sein. Hey, bin wieder back. Willkommen zurück, Ruby. Schön, dass du wieder da bist. Ist es nicht so mit Aargauern und weißen Socken? Ich habe auch SSO gespielt. Ah, wie toll. Aber jetzt nicht mehr, oder? Aber Chris ist ein Mensch, oder? Ja, er ist zu 100% ein Mensch. Also, ja. Nur weil er nicht auf der Erde geboren wurde, heißt es nicht, dass er ein Außerirdischer ist. Also optisch ist er ein ganz, ganz normaler Mensch, außer sein Körperbau ist leicht anders, weil er unter anderen Bedingungen aufgewachsen ist. Genau. Hab aber gelöscht. Oh, okay. Warum denn? Hast du dir nicht so gefallen, oder? Ah, Wanderstonkeit ist auch da. Cool. Okay, dann geht's weiter zum anderen Rennen da weiter oben. Weil er, weil er warm ist ein Halbelf. Cool. Ich habe Starstep Blondine gelöscht, weil ich habe halt auf Handy gespielt und da hing es halt die ganze Zeit. Okay, dann kann ich es verstehen, dass man es da. Das hat dich genervt. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ähm, ja. Aber hey. Ja, jedem das seine. Ich spiele es auf dem PC und da läuft's tipptopp. Wir waren mal in den Ferien in Deutschland, da war so eine Frau, die meinte so, ja, ich finde den Dialekt von Schweizer Schriftdeutsch reden voll toll. Hat dann mein Vater gefragt, ob er mal Schriftdeutsch sprechen kann. Okay. Ich war auch schon mehrmals in Deutschland in den Ferien, also im Urlaub. Dabei hat er schon die ganze Zeit Schriftdeutsch gesprochen. Aber das klingt sympathisch. Übrigens, hi an alle. Ja, hallo an alle, die da sind. Schön, dass ihr da seid. Ja, das war gerade ein toller Satz, ich weiß. Nicht in die Stange hinein, bitte.
Genau. So. Gut, dann ab nach Firgrove. Kommt Wanderstone Cat auch mit? Okay. Hallo, Nedja, man sagt, wir tragen immer weiße Socken. Muss aber sagen, ich trage fast nie weiße Socken und wir sind offenbar der Kanton der Rüebli. Ihr seid der Rüebli-Kanton. Äh, jetzt, darf ich sagen, ähm, ihr seid auf jeden Fall keine Autofahrer. Entschuldigung, das musste sein. Nein, ich habe selbst mal im Kanton Aargau gewohnt, also ja. Meine Oma und mein Opa meinten immer, dass ich mich im Kindergarten noch auf Schweizerdeutsch verabschiedet habe und dann auf einmal Hochdeutsch geredet habe. Oh, okay. Ja, als hätte man einen Schalter umgelegt. Das ist spannend. Ja, cool. Also, naja, du bist eigentlich schon ziemlich früh aus der Schweiz ausgewandert, oder? Bin ich kurz weg. Alles klar, Raya. Bis später. Okay. Muss sagen, habe keine Ahnung, ob wir den Kanton des Nicht-Autofahren sind. Es gibt ja jede Menge Memes darüber, dass Aargauer einfach nicht Auto fahren können. ähm, ja. Aber ich finde, das stimmt nicht, weil man macht einfach Witze darüber. Aber ich finde, es gibt durchaus, also Aargauer, die Auto fahren können. Also wie gesagt, ich konnte problemlos Auto fahren und wohnte selbst im Kanton Aargau eine Zeit lang. Also nicht lange, ein Jahr oder so war's. Und ja, und sogar der Prüfungsexperte von der Autoprüfung meinte sogar, dass ich extrem sehr gut gefahren wäre, außer in der 30er-Zone. Ja, aber das ist was anderes. Wir haben ursprünglich in Deutschland gelebt. Als ich ein Jahr und ein bisschen alt war, sind wir in die Schweiz gezogen. Ah, dann bist du eigentlich Deutsche, die in die Schweiz gekommen ist und wieder zurück nach Deutschland. Okay, das ist auch spannend. Als ich 6 war, sind wir wieder nach Deutschland gezogen. Dort wurde ich dann eingeschult. Okay, ist das so das normale Alter in Deutschland mit der Einschulung? Ja, so kann man es kurz fassen. Okay, spannend. Und warum seid ihr wieder zurück nach Deutschland, wenn ich fragen darf? Also musst du natürlich nicht sagen, aber nur wenn du möchtest. Also bei Menschen habe ich das Gefühl, die können wirklich nicht Auto fahren. Es hat so... Moment. Es hat so eine Straßenlampe, die irgendwie immer angefahren wird, obwohl sie ganz normal steht. Ja, diese arme Straßenlampe. Oh je. Nee, es. Ich sag alles gut. Okay, bin wieder da. Willkommen zurück, Raya. Okay, ihr seid gerade sehr aktiv da im Chat. Das finde ich gerade irgendwie ziemlich cool, aber bin leicht überfordert. Ich dachte, sind drum die SSO Winter Days keine gute Idee, weil dann wird wahrscheinlich viel mehr los sein und dann wird Klein Wölkchen extrem überfordert sein. Die Straßenlampe will doch auch noch stehen. Ja, sie will alle beobachten und wird aber ständig angefahren. Diese arme Laterne, meine Güte. Genau. Ja. Okay, ich schaffe es vor Mitternacht doch noch bis zur Starshine Ranch. Das finde ich toll. Aber dann kam halt mein Bruder auf die Welt. Okay. Und dann konnte keiner
auf uns aufpassen und dann sind wir zurück nach Deutschland. Dann haben unsere Großeltern manchmal auf uns aufgepasst. Okay, ja, das ist schon ein Grund, zum wieder zurückzukehren. Die wurde schon ziemlich oft ersetzt. Diese arme Straßenlaterne, die kann doch gar nichts dafür. Die Lampe heißt Laterni. Oh, süß, Laterni. Das klingt wie so ein Pferdename in SSO. Aber ich vermisse die Schweiz ein bisschen. Ja, das kann ich verstehen. Vielleicht kannst du irgendwann wieder zurück oder so. Aber ja, es war schon da. Okay. So, mein absolutes Lieblingsrennen. Let's go. Aber zuerst noch einen Schluck Wasser. So. Hi. Hallo Kiki. Schön, dass du da bist. Hoffentlich geht's dir gut. Hoffentlich hattest du einen schönen Tag und ganz herzlich willkommen in meinem Stream. Ich frage mich, ob meine Kindergartenfreunde noch manchmal an mich denken. Das ist eine gute Frage. Aber ich muss mich da ein bisschen beeilen, damit ich alles lesen kann. Also ich selbst denke manchmal auch noch an meine Kindergartenfreunde, aber sie wahrscheinlich nicht mehr an mich. Aber es wird halt gefühlt auch wieder nur Laterni angefahren. Oh, arme Laterni, sie tut mir so leid. Bringt mich nicht auf dumme Ideen. Bringt mich nicht auf dumme Ideen. Bei was, Raya? Ich denke zumindest öfter mal an sie. Ja, ich zwischendurch auch immer wieder mal und sie machen das bestimmt auch. Also wenn wir schon mal nicht alleine dabei sind, dann machen es andere bestimmt auch. Genau. So. Firko-Fähre abgeschlossen, dann geht's ab zur Starshine Ranch. So. Noch ein kleines Erinnerungsfoto mit Van der Stone Kite. Hast du die Quest vom Galoppieren schon gemacht? Ich mache die nicht Reihe. Weil es lohnt sich für mich nicht, weil man bekommt ja nur Seelensplitter. Und ja, und da ich ja den Kessel nicht mache bei der Festung, brauche ich die auch gar nicht. Okay. Ich möchte da kurz was nachsehen. Moment. Okay. Aber ist ein neuer Teil von der Quest rausgekommen? Ah, diese meinst du? Ja, die habe ich bereits schon gemacht. Man kriegt viel Geld. Okay, ja, die habe ich bereits gemacht, aber offscreen. So, ja. Übrigens, ich möchte vielleicht wieder mal ein Short hochladen, aber ich habe keine Ideen dafür, weil ich extrem unkreativ bin. Vor allem bei Shorts. Aber ja, vielleicht habt ihr irgendwelche Ideen oder so. Ja. So, die Hühner brauchen heute nichts. Ich muss auf. Alles klar, Inga, danke, dass du da warst. Und schöne Nacht. Schönen Abend und gute Nacht. Obwohl Abend, ist es noch Abend? Oh mein Gott, ich dachte schon, weil ich finde sie nämlich schon echt spannend. Ja, ich habe sie jetzt nicht durchgelesen, aber ja. Äh, Schlaf's gut. Du auch, Inga. Und bis nächstes Mal. So, der Waldtrail hat da noch was. Mach doch deine Shots in deinem Charakter in. Was? In deinem. Mach doch deine. Ähm. Moment. Volki überfordert. Bye. Tschüss, Inga. Bis nächstes Mal. So.
Okay, ich habe es tatsächlich noch vor Mitternacht geschafft. Yay. Okay. Also ein Short über meine Figuren, meinst du? Oder wie soll ich das machen? Ich bin gerade am Überlegen, wie ich das machen könnte. Zumindest bei Chris. Oh mein Gott, ich habe eine Idee. Aber ich habe keine Ahnung, ob das etwas wird. Oh mein Gott, am liebsten würde ich sie jetzt gleich umsetzen, aber ja, Nachricht zurückgezogen. Okay, was hast du da gerade geschrieben, Raya? Zum Beispiel über Chris. Ja, stimmt. Eben, wie gesagt, mir kam gerade eine super Idee. Ich glaube, nach dem Stream setze ich die gleich um und dann mal schauen. Dann lade ich morgen den Short hoch. Ups, genau, Karamellbiskuit. Gutes Pony. So, da bin ich jetzt extrem gut durchgekommen. Ich habe so eine tolle Short-Idee. Oh mein Gott. Ich habe mich nur vertippt. Okay, in diesem Fall alles gut, Raya. Oh mein Gott, diese Idee, es juckt mich gerade so in den Fingern. Ich will gerade loslegen, aber nope, zuerst ein Stream. Ich habe ja den perfekten Song für dieses Short. Also, das wird so schön. Ich hoffe es so sehr, dass ich diese Idee nicht vergesse nachher. Ähm, ja. Ah, okay. Ich bin schon neugierig, kann sonst nicht etwas spoilern. Nein, diesmal gibt es keine Spoilerei, genau, weil ich nicht weiß, wie ich es umsetzen, also schon einigermaßen habe ich schon Ideen, aber ich weiß nicht, ob es wirklich gut wird. Wie lange streamst du noch? Das kann ich noch nicht sagen, wie lange ich noch streame, also locker noch, je nachdem, wie viele noch dabei sind, noch, keine Ahnung. Open End würde ich mal sagen. Gut, dann ab zum Dino-Tal. Weil jetzt habe ich eigentlich alles gemacht auf meiner Levelroute, die ich machen wollte. Also die täglichen Spieltricks sind abgeholt und jetzt könnte ich eigentlich theoretisch jederzeit aufhören, wenn ich wollte. Und ja. Zeige Respekt, wenn du Druiden begegnest. Moment, Miraculix ist doch auch ein Druide. Wie komme ich jetzt auf das? Genau. So. Let's go! Also nach dem Stream setze ich mich sofort an den Short, weil ich habe so eine tolle Idee. Halloween-Rennen. Das habe ich schon gemacht, René. Genau.
Also das ganze Halloween-Event habe ich heute bereits schon gespielt, zumindest das, was ich spielen wollte. Und ja, das habe ich ganz, ganz am Anfang des Streams gemacht. So. Gib, gib mir. Warte, ich lese es gleich. Gib mir noch Miraculous nicht als Pferdename. Ähm, Miracle gibt es. Aber ich glaube, und vielleicht OUS oder so, oder LOS oder so gibt es, glaube ich sogar. Kannst du irgendwas so mit Miracle zusammenmixen. Das käme dem, glaube ich, am nächsten. So. Südhof ist jetzt an der Reihe. Südufer. Komm schon. Gut. Also. Mich juckt es doch immer in den Fingern wegen dem Short. Oh, das könnte so emotional werden. Wenn es für mich. Aber ich werde da wahrscheinlich locker eine halbe Stunde oder gar noch länger dran sein. Und Miraculix. Also, man könnte Miracle und X, also Miracle X. Mehr oder weniger. Dann hat man Miraculix. Sozusagen. Oder es hat es zumindest im Namen. Das reicht mir meistens schon. Doch Menno muss in 5 Minuten ins Bett und darf nicht mehr deinen Stream gucken. Oh, das ist schade. Aber ja, dann wünsche ich dir jetzt schon eine gute Nacht und träum was Schönes und bis bald. Geländereiten, genau. Okay. Gute Nacht, träum was Schönes, freue mich schon auf deinen nächsten Stream. Danke dir, Skyler. Dir auch noch sehr, sehr gute Nacht. Ganz gute Nacht. Und ja, ich freue mich auch schon, wenn du wieder mal vorbeischaust. Aber das gilt auch für alle anderen. So, ja. Gute Nacht. Schlaf gut, drin, was Schönes, Skyler. Genau, Raya sagt's. Yep. Was dir wird den besten Stream bei den meisten wird mir irgendwie immer LW. Oha. Na dann danke vielmals, Skyler, für diese netten Worte. Das bedeutet mir sehr viel. Äh, ja, bis bald. Bis bald, Skyler. Schön, dass du da warst. Aber es freut mich riesig, dass meine Streams sozusagen nicht langweilig sind, obwohl ich manchmal das Gefühl habe, weil ich manchmal einfach nichts sage und dann ich damit Leute vertreibe, wenn ich einfach mal still bin. Weil die meisten möchten so sofortige Action und so richtig so ADHS-YouTuber und alles, die wirklich extrem viel reden und ich bin einfach das Gegenteil und einfach mal ruhig zwischendurch. Und Karamellbiskuit ist Level 12. Yay! Denn eigentlich Subnautica, wenn man die Motte einfärben will, braun-weiß.
den eigentlichen Subnautica, wenn man die Motte entfernen will, braun-weiß. Also hast du deine Motte braun-weiß gefärbt, oder? Ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe das Gizmo hatte. Hm. Ups. Okay, ab zum Einsiedler. Also. Ja, ich sollte auch wieder mal Subnautica spielen, aber zuerst ist Starfield an der Reihe, weil ich liebe dieses Spiel. Und ich muss dann noch ein bisschen offscreen spielen, weil ich das glaube ich nicht zeigen möchte, was ich da sonst noch so mache. Ja, ein Stream, der nur ADHS ausräumen, das wäre nichts für mich. Ja, für mich auch nicht, weil es ist extrem mühsam, weil ja, aber das gefällt den meisten Leuten angeblich, so wie das mit extrem vielen Cuts und Edits und alles. Das ist auch nicht so meins. Und da merkt man voll, dass die irgendwie, ja, so aufgedreht sind und alles und das ist naja. Ich kann meine Motte noch nicht anfärben, aber frage mich, was für Farben gehen. Okay, ich kann mich leider nicht mehr so gut daran erinnern, ob man die Motte einfärben konnte. Ich weiß wirklich nicht mehr, aber wenn es geht, dann ist braun-weiß sicher eine coole Kombi. So wie dein Pferd da in Star Stable, das ist auch braun-weiß. Passt dann sogar Mott und die Seemotte. Ich liebe Südhof. Besonders die Musik, die ist so toll. Du, 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 du. So, und dann noch das nächste. Okay. Aber ich glaube, diesen Stream lasse ich tatsächlich online, also auf öffentlich. Und ja. Habe jetzt wieder ein bisschen nachgedacht darüber. Das war auch die Idee dahinter. Cool, dass du die Seemotte anpasst zum Pferd. Das finde ich eine coole Idee. So. Wolke, das ist derselbe Charakter. Wie meinst du derselbe Charakter? So. Ich habe wirklich meine Motte, die ich in Subnautica habe. Ah, du hast sie ins Spiel geholt, wie cool. Ah, das ist richtig kreativ. Ah, das ist lässig. Das ist ein Cyborg-Pferd. Wie cool. Deshalb auch die Farben, weil du deine Mod dann wirklich in diesen Farben haben möchtest. Das ist lässig. Okay, dann ab zur Goldspurfarm. Machen wir dort noch weiter. Goldspurfarm. So. Okay.
war schon wieder am Tag träumen, ich glaub's ja nicht. Ich bin noch wegen dem Short am Überlegen, ich hätte jetzt sogar zwei Ideen. Aber ich weiß nicht, ob das gut ankommt. Nein, ich glaube, ich bleibe bei meiner ersten Idee. Ups. Und verkacke ich plötzlich so viele Sprünge. Okay. Ja, Wandersturmkeit und Dreier sind auch wieder da. Hm. Okay, boah, 4,5 Stunden streame ich jetzt schon. Oder knapp 4,5 Stunden, das ist wieder krass. Hm. Oh mein Gott, 11:30. Eieiei. Genau, ich glaube, ich streame jetzt nicht mehr allzu lange. Ähm, Weil ich möchte unbedingt noch das Short erstellen. Mal schauen, wie ich das umsetzen werde. Und ja. Gut, dann geht's weiter zu einem meiner Hassrennen. Klingt ein bisschen fies, ich weiß, aber es ist leider so. Ich mag dieses Rennen. Was? Kennst du, oder? Ähm, wen kenne ich? Wanderstone Kite? Auch immer mit Fabi mitgeredet. Ah, redet ihr da über Fabi? Und ja, ihn kenne ich. Also kennen auf YouTube, meine ich. Meine Güte. Kannst du dich erinnern? Ähm, Van der Stone Kite sieht man ja immer wieder bei Fabi im Stream, ist mir aufgefallen. Ich hatte mal so eine Phase. Okay, spannend, was er da so schreibt. Ich gesell mich mal zu euch. Ja. Oder seid ihr schon fertig mit Schreiben? Ich immer mit Fabi mitgeritten bin. Mal so nie. Okay. Ja, Fabi bis morgen. ähm, Hat er heute Abend noch nicht gestreamt? Oder. Okay, dann. Ähm, okay. Gut, dann level ich mal weiter. Euch noch viel Spaß dabei, was auch immer ihr da schreibt. ähm, genau. So, hallo Morgana. Du heißt so wie meine Katze, die mal bei mir war. Okay, und los geht's. Ab in die Action. Wuhu. So, ein Rennen, das ich überhaupt nicht mag.
Okay, ja. Und sonst so bei euch alles gut? Hoffentlich. So. Schaffe ich das Rennen ohne zu failen? Mal schauen. Ja, ich glaube, ich schaffe das. Wenn ich da nicht in diesen einen Stein hineinreite, der da hinter dem Busch sich versteckt. Was mir schon einige Male passiert ist. Genau. So. No, ihr freundet euch das richtig an. Das ist voll süß. Okay, Leute, jetzt geht's die Rutschbahn hinab. Seid ihr bereit? Let's go. Möchte mein Pferd rutschen? Nein, möchte es nicht. Okay, dann laufen wir die Rutschbahn halt so herunter. Und ja. Wie viele Schillinge? Okay. Bin mir bei seinen Spielen mitgemacht. Oh, spannend. Aber ich glaube, ich kann mich nicht an dich erinnern in den Streams, dass ich dich da mal gesehen habe. Okay. Da hat wieder jede Menge Goldmelisse und ein bisschen Flachs. Das kommt natürlich mit. Oh, da hat's auch wieder drei Pflanzen. Nice. Und Papa, auch es gibt einen Baum und genau in diesem reitet er rein. Wie gut. Okay, ja, bei diesen meinen Rennen ist das bei mir immer oder fast immer das reine Stein, der so hinter einem Gebüsch versteckt ist und dann sieht man den nicht, bis es dann zu spät ist. Und dann regt man sich auf, weil man so kurz vor der Bestzeit gewesen wäre. Genau. So. Gut, ich glaube, das Ende des Streams kommt langsam aber sicher daher. Dieses Muster kommt noch mit, das möchte ich. So. Okay.
Recyclingmaterial. Ui. Die Reihe reitet wieder am Rand entlang. Okay, Leute, ich würde sagen, dann beende ich jetzt da den Live, weil mich juckt es zu sehr in den Fingern wegen dem Short. Und am liebsten würde ich jetzt schon loslegen. Und ja, und so langsam, aber sicher mag ich irgendwie auch nicht mehr. Ähm, genau. Auf BB bei. BB Wanda. Hm. Okay, Leute, dann beende ich jetzt somit den Live und ja, war wieder ein extrem toller Stream. Ja, okay, tschüss René. Mach's gut, gute Nacht und bis nächstes Mal und schön, dass du da warst. Okay, genau, dann auch an alle anderen, schön, dass ihr da wart. War, wie gesagt, ein mega, mega toller Stream und ja, dann gute Nacht. Gute Nacht von der Stone Kite. Nacht. Ups. So. Okay, Raya gesellt sich jetzt auch zu uns. Okay, Leute, dann, ja, ich bin wieder mal nicht gut im Abmoderieren von Streams. Ich habe noch einen gemeinsamen Moment. Okay, dann würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und gute Nacht, schlaf gut, träum was Schönes. Du auch, Raya. Und alle anderen, die zusehen oder den Stream nachschauen. Ähm, genau. Dann würde ich sagen, gute Nacht, schlaf gut. Ja, du auch. Ähm, genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.